Moin moin, hallo, hi, wasa. Willkommen hier zu einem neuen Stream Genshin Impact, wo wir heute die neue Story Quest einfach machen werden. Ich weiß nicht, wie lang sie ist, aber ich denke, ich kann mir am Anfang erlauben, noch ein klein wenig zu erkunden, bevor wir richtig loslegen. Aber zuerst natürlich das, was es eindeutig zu machen gilt, nämlich das ganze Gekicher ausschalten. Ich weiß nicht, was sie für Geräusche macht, aber hoffentlich nicht ganz so. Naja. Die Synchronität testen. So. Geil. Preview schon eingefroren. Nice. So will man das sehen. Okay. Da friert die Preview genau während des Tests ein. Mehrmals. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist, aber ich hoffe, der wird irgendwann behoben. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Während des Tests ein. Mehrmals. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist, aber ich hoffe, der wird irgendwann behoben. Ja, mach hin. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das passt. Nice. So, wir haben das Erkundungsbewegungsteam gerade da. Minus Feuerkraft. Ansonsten bin ich eigentlich bloß hier gewesen, um den Ausblick zu genießen. Ich meine, wir sehen ja auch von hier aus wirklich einiges. Wir haben da hinten das Jadegemach. Hinter dem Turm haben wir Sumero City. Da hinten der große Baum. Ein bisschen weiter rechts jetzt über dem Charakter. Und da hinten Storm Terror's Lair. Drachengrad da oben. Man sieht sogar den Keil. Wangshu Inn? Nee. Das ist nur der hohe Berg. Doch, da ist Wangshu Inn. So. Okay. Erkunden wir einfach ein bisschen fröhlich in den ersten paar Minuten. Das wär's doch. So, Overlay ist weg. Sehr schön. Dann können wir. Ich weiß nicht, ob ich eine Stunde mache oder nur eine halbe Stunde erkunden, bevor wir dann mit der Story loslegen. Ich brenne drauf anzufangen, insgesamt. Aber so ein bisschen erkunden ist drin. Das Spiel noch ein bisschen leiser. Könntet ihr mich bitte kurz in Ruhe lassen in der Zeit? So, wir haben das Rumrentin, aber ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt. Ach, die Preview ist wieder eingefroren. Nice. Alter, das häuft sich ja regelrecht. So, gut. Also ich würde sagen, wir wechseln das Team. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Wie friert die Preview denn nicht ein? So, 30 Sekunden Versatz. Vielleicht so. Okay. Was machen wir denn dann? Ein Slot, den ich einfach mal austauschen kann.
ohne weiteres wäre im Grunde der hier. Eins muss ich sagen, auf Wasser laufen finde ich sehr praktisch. Also, sie bleibt drin. Wo ist sie denn? I knew you'd miss me. Wen nehmen wir noch? Mhm. Bin mir gar nicht so sicher. Vielleicht mal jemanden, den ich nicht so oft mit habe. Einfach nur, um es zu haben. Come on, don't keep me waiting. Want me to come along? Ja, warum nicht? Okay. Dann haben wir jetzt zumindest irgendwas. Strike a pose. Okay. Wo fangen wir an? Wo haben wir denn was? Was ist das da oben eigentlich? Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich habe natürlich die ganzen Erklärungen von allem möglichen Zeug geskippt. Weil ich bloß meine Aufstiegsmaterialien für Furina gesammelt habe. I don't know. No time to lose. So hatte ich hier nicht noch... Da ist noch so ein fliegendes Teil. Was ist denn das? No time to lose. Genau, da hinten. Die Zeitherausforderung. Gehen wir doch mal auf die. Keine Ahnung, was das da ist. Huch. Gut, ich verstehe. Sehr schön, dass er das Knie ausstreckt, sonst hätte ich verfehlt. Ja, macht keinen Stress. Das Knie riegelt. Now I just need to get my hands on the rest. Gut. Ich will mir das Teil da hinten mal ansehen. Was ist das denn? Okay, sogar Furinas Dinger greifen das an. Solidify. Okay.
Man wirft das Ding also mit Hilfe dieser Kraft. One man's stone is Verstehe. another man's gem. Verstehe. Zur Abwechslung mal. Wenigstens irgendetwas. Ey, Großer. Riptide! Shower me with praise! Wie bitte jetzt nochmal auf Deutsch? Ist da unten eigentlich noch irgendwas? Ja. Wahrscheinlich auch sogar ein bisschen was an Schätzen. Okay, da muss ich mich fragen, wie kann das denn eigentlich sein, dass das Wasser dort auf nichts auftrifft und der ganze Ort hier nicht überschwemmt. Zumindest diese Seite. Wie ist das denn möglich? How brilliant! Ich weiß gar nicht, wie viel weiter wir raus dürften. Ach so, hier ist die Begrenzung. Irgendwie dachte ich immer, die Begrenzung wäre hier schon. Da hätten die aber ruhig mal hier die Abgrenzung so ein bisschen machen können, dass man da die Felsen wenigstens komplett gehen darf, oder? Ich schätze mal, dann könnte man da runterfallen und feststecken und deswegen machen die das nicht. Aber es fühlt sich ein bisschen komisch an, dass ich diesen Strand betreten kann, aber den Rest des Felsens da nicht. Zumal der ja nicht mal nach unten geht. Na gut, ein bisschen. Aber es gibt ja Teleports auch. Deswegen, man steckt ja nie wirklich irgendwo fest. The show begins! Tja, sonderlich viel haben wir hier aber nicht. Into the wind! One with nature! Ach. So. Na dann. Das war aber schon weit weniger, als ich erwartet habe. Steht da noch eine Person auf dem Boot? How brilliant! Ich kann sie zumindest gerade noch so erreichen. How about we explore the area ahead of us later? Tja, Paimon, ich glaube, du kannst mich nicht sonderlich... Explore the area ahead of us later. Oh, oh. Hilfe. Ich will dort nicht feststecken. So, auf nach oben. Ich dachte, da war gerade was anderes zum Einsammeln. So, wo war denn das andere Teil? Da oben. Das meinte ich zwar nicht, aber das nehme ich auch gerne.
So. Oh. Ach, ich krieg mehrere Versuche. Okay. Hä? Wo ist er hin? Ach so. Ich habe den nicht mehr im Visier und deswegen fliegt er automatisch los. Aber es gibt noch mehr Schwung. Okay. Hä? Das... Ich war der Meinung, ich habe nicht getroffen. Splendid! More interesting trinkets for me. In diesem Fall hat sie ja wenigstens mal recht damit. Oh! Wisst ihr noch, wie ich das letzte Mal so mit dem Map-Markern die ganze Zeit rumgefuchtelt habe, weil meine andauernd voll sind, weil 150 von 150 belegt wurden? Tja, ab heute kann man 200 setzen insgesamt. Also das Problem wurde wenigstens ein bisschen angegangen. Into the wind. Tidal wave. Za. Ha. Ja, ja. Za. Ja. Da. Ja. So, ich will vor allen Dingen mal ein paar von den Ärzten einsammeln. Das erinnert mich dran. Okay, wir haben da gleich einen Teleporter in der Nähe. Ich müsste mal kurz was auslegen. Ja, was ist denn mit den Dingern? Crumble! The show begins! Ah, Okay, Schaden nehmen die nicht durch Hydro. Za. One with nature. Ach, und die sind jetzt diesmal nicht zum Fliegen? Wahrscheinlich erst, nachdem die Verunreinigung beseitigt ist. Wie auch immer ich das machen. Ah. Ich nehme mal an, hiermit. Okay. Besser. Sehr schön. Ah, okay. Ich sehe, was gegen mich gekämpft hat. Ich wollte gerade fragen. Aber wo ist denn die Zeitherausforderung, die ich vorhin gesehen hatte? Ich erblicke sie gar nicht mehr. strike a pose! Let my name fill song! The wind knows me. Fallen leaves adorn my night. You can run, can't hide. No time to lose. You're open. You're mine. May I present? Ich war noch nie bei dem Turm. Ich weiß gar nicht, ob ich da hin kann, aber... Huch! Da war offensichtlich einer unter der Brücke. Den habe ich nicht mal gejagt. Ich bin einfach aus Versehen drüber geklippt, wie es aussieht. Ich war noch nie bei dem Turm. Ich weiß auch nicht, ob man da hin kann, aber vielleicht sollte ich mal zu dem Turm. Aber erstmal will ich meine Zeitherausforderung finden und dann will ich mal eine andere Sache machen, die mir gerade eingefallen ist. Hey.
Tja, was machen wir mit der Muschel da? Ich habe schon mal einen Oculus gesehen, der dann durch Weitsicht letztlich in der Muschel war. Also irgendwie machen wir sie auf, so viel weiß ich, aber probiert habe ich es natürlich noch nicht. Achso, wir schlagen sie einfach. Well, okay. Ich sehe die Herausforderung nicht mehr. No time to lose. Nehmen wir die Truhe dort. Ah, da. Das wird sie sein. Ich dachte, ich erinnere mich an eine erhöhte Position, aber vielleicht war es das. I will have order. Have a little taste. The hunter becomes the hunted. Time to go. Wie oft ich diesen Spruch schon gehört habe. A fateful offering. Time to go. Irgendwie dachte ich, das schließt nahtloser an. Into the wind. Moment. Was? Machen wir die Herausforderung in Reverse? Oder ist der falsch ausgerichtet? Ich kann da nichts ausrichten. Das können wir in der Post-Production fixen. Ich glaube, es ist mein Eintrittswinkel. Follow the wind. Na sowas. 3 Schlüssel. Könnte damit irgendeiner Quest zusammenhängen. Brings a smile to my face. Noch irgendwas? Yep. Noch eine Zeitherausforderung. Time to go. Wo ist denn... Da. Das kann ich besser. Okay, ich habe wirklich nicht sehr viel Zeit. Ach, die Bomben. Oh. Sie lösen es zumindest auch aus. Es ist keine Zeit. Also doch, 2 Minuten, aber es sind hauptsächlich die Bomben. Also machen wir einen Streifschuss. Ah! Okay, offensichtlich ist da noch mehr.
Nice. A fateful offering. Gut, mache ich dir eine Sache, die ich machen wollte. Und zwar gibt es hier jetzt ein neues Gerät. Und ich muss gucken, wo das war. Aber ich hatte mir schon eine Stelle ausgesucht, wo ich das Ding testen wollte. Genau hier. Da können wir hier weitermachen. So, und zwar ist das ziemlich praktisch. Nämlich kann man damit so Kristallschmetterlinge fangen. Und ich denke mal, es ist besser, wenn man die an der Stelle aufstellt, wo es auch wirklich viele davon gibt. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. So, dann kann ich endlich mal meine ganzen Ärzte verbrauchen. Okay. Ich weiß nicht, wie lange die brauchen, um da was zu fangen. Das wird jetzt einfach mal getestet. Joink! The wind knows me. Riptide! One with nature. A fateful offering. Hoch. Okay, das testen wir einfach mal. So, und dann geht er wieder zurück. Für mich sollte das ausreichen. Ich finde es ja schön, dass ich endlich mal ein paar Orte habe, wo es mehr Champignons gibt. Mir fehlten dafür irgendwie immer die Sammelstellen. The wind knows me. Ich habe die nicht sonderlich gut getroffen. Let the world collide! Tidal wave. Yeah. Yeah. Sa. So, machen die drei da auch noch mal was? No time to Okay. lose. Vielen Dank. Offenbar haben die mich gehört. So, das Ding da könnten wir aktivieren, müssen wir aber nicht. Ist hier schon offen. Okay, der geht langsam genug. Das ist unser Glück. Ja, was haben wir denn hier? Into the wind. Shower me with the... Ha, brace yourself. This is gonna hurt. Bring it on. Orientierung verloren. Aber Hauptsache Champignons. Die Musik ist hier grandios hier. Jetzt sag mir nicht, ich bin in eine Quest reingestolpert. Oh no. Das ist die eine Sache, die ich nicht wollte. Aber ich schätze mal, ich hätte es erwarten müssen.
Nierenstein. Alter, das Spiel kommt mich aus. Schatten. Wie spezifisch. Wollt ihr Nierensteine? Dann hört auf zu trinken. Und zwar jetzt. Also es sieht ja wirklich stimmig aus hier. Aha. Das habe ich mir schon fast gedacht. Stimmt, ich habe mir die Unterwasserkarte noch gar nicht angesehen. Ich war so mit der Oberwelt beschäftigt. Aber ja, wir sind schon fast in der alten Map. Irgendwo dort muss ich das ganze Ding hier dann wahrscheinlich mit dem Fahrstuhl zu der Meropid-Festung kreuzen. Wenn das jetzt noch weiter in die Richtung geht. Okay. Gut. Ich weiß nicht mal, was ich da jetzt gesehen habe. Übertreibt ruhig. Gut. Ich muss einfach mal vermuten, dass ich das jetzt freigesetzt habe. Nö. Nö. You're mine. So, nehmen wir doch den da. Vielleicht muss ich ja schon mal mit einem anfangen. Dann frage ich mich, wo ich die Opulenten hier habe. Nummer... Nee, das ist... Das ist keiner. Ah. Ja, ich schätze mal, ich weiß, warum ich einen Aufzug brauche. Heißt aber nicht, dass unter Wasser nicht einen Blick wert ist. Ah, vielleicht doch. Vielleicht heißt es genau das. So, der hier ist bereits connected. Es fehlt also nur einer im Generellen. Ach, Moment. Ist das Teil vielleicht dafür? Oh, na sowas. Ich hätte vielleicht mal das angucken sollen. Also muss ich das länger auf dieser Ebene halten.
Das wird ja spannend. Nee. Dann lese ich es mir doch mal durch. Moment, das, was ich gelöst habe, das war der. Und ich kann den wieder fest... Oh, okay. Okay. Eigentlich ist es doch selbsterklärend. Wir setzen ihn ein bisschen höher und dann haken wir den wieder ein. Besser. Nun gut. Es ist ein Aufzug. Was für ein Aufzug läufst du denn hier wieder rum? Stabilize. So mag ich das Ding doch viel lieber. Nee, Fragt mal, wer seine Energie nicht aufgefrischt hat. Ich habe das Ding schneller erwartet. Okay. I see. Ist ja nett von der Tür, dass sie jetzt offen bleibt. So, besser? Oh. Huch. Und plötzlich ist alles unter Wasser. Nee. So, endlich dürfen wir wenigstens erkunden. Der spiegelt ja gar nichts. Das ist trippy. Da ist auf jeden Fall eine Dimension drin. Aber holy moly. Mhm, immer noch versiegelt. Diese Partikel da sehen sehr schön aus, muss ich mal sagen. Ich habe immer noch den zweiten Oculus nicht gefunden. Boah, Mann, ist das hell. Oh. Ah ja. Ich sollte vielleicht die große Truhe mal mitnehmen. Ich überlege bloß gerade die ganze Zeit, wo war denn dieser eingesperrte
Qualle. Da oben irgendwo, ne? Ach, Moment. Ja, ich glaube, das war hier. Nee, der ist eher an der Wasseroberfläche. Hafors Bekenntnis. Okay. Na sowas. Jetzt sind wir hier. Lustig. Irgendwie habe ich den alten Ausgang verpasst. Was war denn damit? Generell bin ich mir gar nicht so sicher, was das Layout angeht. Ja, ich bin hier nach unten, ne? Ich komm nicht mehr nach oben. Ist ja auch nicht geflutet genug, aber ich habe den Eintrittspunkt schon gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, der ist vielleicht einfach versperrt. Der Spiegel. Der zeigt dasselbe an da drin. Nein. Da unten war ja eh noch einer. Ne, müssen das die gleichen sein? Ich vergesse das immer wieder. Hey Martin. Hi ho. Neu hier? Ich glaube, ich habe dich noch nie gesehen. Okay. Wenn ich den mit nach drinnen nehmen könnte, das wäre hilfreich. Ich weiß nicht, was ich mir hier hoffe. Habe ich das Ding eigentlich auch auf der anderen Seite? Nein. Bah. Wenn es irgendwas macht, sehe ich es nicht.
Muss auch sagen, ich vergesse immer, wie die Dinger funktionieren. Das liegt daran, dass ich nicht regelmäßig erkunde. Behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht ist es auch ein generelles Desinteresse bei den ganzen Mechaniken. So im Laufe der Zeit. Ach was. Okay. Das ist mies. Gut. Clever versteckt. So, jetzt? Wahrscheinlich noch mehr. Oder ich hab's doch einfach falsch gemacht. Nee, der ist nicht mehr aktiviert. So rum ist es. Also wenn wir jetzt einfach dezent dabei bleiben. So, ich wette, der da hinten ist nicht mehr aktiviert. Na bitte. So, das haben wir hinter uns. Das wissen wir zumindest schon mal. Leider ist mein Problem nicht gelöst. Was mache ich mit dem Spiegel? Ich finde das auffällig, dass es hier eine dieser, wie heißt es, Nummer-Dinger gibt. Ich kann den Spiegel ja auch nicht antatschen oder mit ihm interagieren, so es scheint. Vielleicht kann ich... Moment. Nee, das scheint auch nichts zu bewirken. Von außen. Sobald ich drin bin, verliere ich's. May I present? Mit dem Spiegel auf die andere Seite kommen. Das wäre meine Idee. Nur wie? Keine Ahnung. Nochmal ansehen kann ich es mir nicht. Ich hätte auch nicht vor, das Wasser aus dem Raum rauszutrennen. Ich denke, das hilft uns schon mehr, als dass es uns behindert. Ich würde jetzt einfach weiterziehen. Wenn ich eine Stunde erkunden wollte, wollte ich nicht eine Stunde an einem Rätsel festhängen. Ein bisschen erkundet haben wir ja, aber ich schätze mal, das lasse ich mir dann einfach für die Zukunft. Irgendwas fällt mir schon ein. So, schauen wir uns mal den Dom an. Da unten, das Teil. Das sieht doch sehr ominös aus. Ist doch direkt unter einer Insel. Wusste ich doch, dass das ist was Neues. Ja, Mensch. Ich hätte gar nicht mehr in Erinnerung, dass ich diese Fähigkeit hatte. Jetzt habe ich sie ja doch mitgenommen. Irgendwas sagt mir, dass wir da nicht mit interagieren können im Moment.
Und irgendwas sagt mir auch, dass das noch gar nicht schlimm ist. Mhm. Meine Güte, sieht das schön aus. Wie sich da das Licht durch das Wasser bricht. Gut, Oculus habe ich schon gesehen. Wir nehmen den gleich als Grande Finale, denn ich glaube, ich muss sowieso nach oben, um den Teleportpunkt aufzufüllen. Kann ich die Herausforderung abbrechen? Ich habe schon einen Ring verpasst. Nein? Okay. Vielleicht umrunden wir den hier nochmal. Gut, wahrscheinlich direkt über mir dieser Oculus. Muschel auch gesehen. Das ist noch ein ganzer Eingang. So, als allererstes die Truhe, die ich da hinten sah. Ich glaube, dann holen wir uns den Oculus und dann gucken wir nach dem anderen, bevor ich auftauche. Ich nehme nochmal von den Taudingern ein paar mit, wenn ich jetzt gerade schon mal hier bin. Keine Ahnung wofür, aber wir machen's. Tja, irgendwas sagt mir, meine Fähigkeit kommt da nicht groß weiter. Ich glaube, was ich gesehen hatte, war oben und nicht unten. Soll ich meinen aufsprengen? Kann ich das da unten sowieso? Was ist denn das Rote da? Einfach nur ein Gegner. Okay. Ja, das hier hatte ich gesehen. Na, wo war sie jetzt? Da. Ey, Klappe da draußen. Also niemand hier im Stream. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber draußen ging eine Hupe los. Sondersgleich in meine Fresse. Okay. Es ist schön, dass ich ihn gesehen hatte und dann weg bin.
Das nehme ich. Da ist er doch. Jetzt brauche ich nur noch Ausdauer. So, wir gehen auf die andere Seite. Holen uns den da. Und ich habe es gesehen, dass die Muschel wieder zu war. Meinetwegen auch die Truhe da unten. Oh, ich hoffe, der ist nicht da drin. Wobei, ich glaube, da kann ich rein. So weit weg sieht er gar nicht aus. Darf ich mal eine Kleinigkeit merken, die ich angenehm finde? Diese Perlen, die wir sammeln, sind ja unter anderem Monstermaterialien in dieser Gegend hier. Und meine Güte, finde ich es gut, dass wir so viele davon gleichzeitig bekommen können. Ja. Das Ventil haben wir gerade eben schon in Action gesehen. Aber ich würde mal sagen, das ist mir gerade zu viel Aufwand und das lassen wir mal für später. Ich hatte hier noch einen Oculus irgendwo. Wenn ich in Richtung dieser Truhe da hinten schwimme und des Teleporters, sollte ich es ja wohl finden. Na bitte. Aber meine Befürchtung scheint bestätigt. Das befindet sich wohl eher in dem Gebäude. Das war bestimmt eine glückliche Familie, die ich jetzt für ein paar fragwürdig wertvolle Schätze ermordet habe. Ich weiß nicht. Es war bestimmt ethisch korrekt. Und komplett gerechtfertigt. Ja. Womit hängt diese Truhe zusammen? Ah, I see. Aber es stimmt doch, dass ich da einfach rein kann? Ja. Oh, nice. Hier kann man auch eine Falle aufstellen. Vielleicht, irgendwann. Aber bei der anderen Stelle gab es 4 auf einen Schlag. Und das fand ich schon ziemlich cool. Ja. War also doch so etwas. Nicht, dass ich damit Erfahrung gemacht hätte. Tja, ich hätte wohl nicht so voreilig da reingedurft. Jetzt habe ich meine Qualle nicht mehr. Eine Krabbe würde es auch tun, um den Felsen zu sprengen, aber ich sehe keine. Was ist bloß das Teil? Oh Gott. Oh, ich sehe schon. Oh je. Das ist ein Rattenschwanz, den ich jemals eingesehen habe. Nicht mit mir, nicht jetzt, zumindest. Die Insel ist also von dem Turm, Ja, genau da drüber. Das hängt ja gar nicht zusammen. Okay, der Oculus ist über mir. Angeblich. Der wurde durch Höhe aktiviert. Ist der letzte hier komplett von den Sternen verschlungen? Das sieht ja so aus, als wäre es über den Sternen. Ah, passt vielleicht.
Da ist der Teleporter. Sehr schön. Da habe ich sogar die Insel erreicht. Also nochmal so einen. Nee, nicht jetzt. Ich bleibe fokussiert. Zur Abwechslung mal. Na komm. Na komm. Danke. Ich brauchte Kleinstein, um da hochzukommen. Der Ipsissimus-Turm. Okay. Der sah von außen eigentlich so aus, als wäre da eine riesige Schicht an Hindernis. Ja, dieser komische Nebel dort, der mich am Eintreten hindern würde. Ich bin überrascht, dass es jetzt doch so leicht da hochgeht. Also sogar da hoch. Meint ihr, ich schaffe die Unterwasser-Herausforderung noch? Das blendet. Huiuiui. So, besser. Okay, einen Teleporter kriegen wir noch. Ja. Ist aber auch ein schöner Ausblick von hier. Ich sehe Drachengrad nicht so... nein, Drachengrad. Den sehe ich deutlich. Storm Terror Slayer. Sehe ich nicht so. Aber dafür habe ich einen besseren Ausblick auf Jade gemacht und Sumeru City. Und ich sehe den anderen Rand des Wasserfalls, der Sumeru... nein, Fontaine ausmacht. Sumeru, genau. One with nature. So, das holen wir noch. Der eine Teleport war Untergrund, den lasse ich, aber wenigstens den anderen. Dann habe ich endlich eine Connection zu einem Festland, wo ich eh hin kann. Ja, toll. Hätte ich mir lieber eine der Inseln da genommen. Na gut. Jetzt bin ich schon unterwegs. Yeah. 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 Time to go. Der Oculus interessiert mich dann jetzt doch. Ich sehe ihn auch. Das geht ganz schnell. Nein! Nein! Come on! Ich stand doch noch auf der geraden Fläche. Wow. The show begins. Die ist auch ein bisschen finicky. Bevor ich runterrutsche, so. Gut. Ja, die holen wir uns auch noch. Please appreciate my influence shall be punished. Where are you? Considerate of me. Oh, ich habe schon deaktiviert. Moment. Ja, 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 ja. The banquet is nearing its end. Bin gefangen. Go on. Oh no!
One with nature. Gifts for you. One with wind and cloud. Into the wind. This body belongs to ice and snow. Not bad. Not bad at all. Okay. Wollen wir dann? Wollen wir dann endlich Storytime? Jetzt habe ich die Stunde schon voll gemacht. Jetzt ist sie schon übervoll. Ich würde sagen, wir wollen Storytime. Ich will nur mal gerade gucken wegen dem Fortschritt. 22% schon, ja. Bello, ich weiß nicht, wie wir da 73 haben. Ich habe dort nicht viel gemacht, ehrlich gesagt. Da gibt es wahrscheinlich nicht viel. Er ist auch sehr klein. Ich glaube, das war ja irgendwie so diese Traube oder gehört das sogar zu Beryl? Also, er ist echt sehr klein. Ah, bei beiden 22. What are the odds? Okay. Wir müssen hier nach Meropid runter und, so. Da habe ich's. In unser Bett, dort, wo wir die letzte Story-Quest abgeschlossen hatten, jetzt. Letzte Woche. Das Team wird ein anderes sein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das runnen werde. Für den Bosskampf, der uns in der Story-Quest natürlich bevorsteht. Es kann sein, dass ich Keqing gegen einen Heiler austausche. Einfach nur... Ich will, dass der Bosskampf nicht so schnell vorbeigeht. Deswegen wird meine Hauptangriffsforce eigentlich Dendro Traveler sein. Was an sich schon stark genug ist. Und ich glaube, ich tausche Keqing noch gegen einen Heiler aus. Ich will Keqing gerne nutzen, so. Aber sie ist nicht schwach. Also, ja. Ich bin schon wieder im falschen Teleport, oder? Markier mal bitte. Genau, unten für oben, oben für unten. Vielleicht muss ich mir das nicht mehr allzu lange merken. Ich glaube, ich mache das einfach schon mal wahr, die Drohung mit dem Heiler. Dann würde ich aber sagen, dass... What shall we do? Ja, Heilschilder nehme ich schon nie. Ich weiß nicht. Der bietet zumindest nicht so viel Angriffskraft wie eine Kokomi, weil die so viele Bloons auslösen würde. Also, ich sollte ja natürlich... Conquering demons is what I do. This world is full of unsolved mysteries. Ich könnte auch einfach eine Noelle machen. Oh, how exciting! Wie ist sie denn gerade gebaut? Bei Baijo und Dingens Cookie brauche ich mir nicht ansehen. Ja, da habe ich schon eine ganze Weile nichts mehr dran rumgeschraubt. Oh je. Verteidiger-Set, ja, als das neu rauskam. Das sind schon 2 Jahre fast. Oh je. Enough. What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. Und da spricht Cookie was an, denn das war wirklich die Zeit, die ich nicht investieren wollte über dieses gesamte Jahr in Genshin, um mal so einige Charaktere zu bauen, 4-sternige. Deswegen sieht man mich auch nicht wirklich viele davon benutzen, weil ich das sehr habe schleifen lassen dieses Jahr. Aber dafür hatte ich die Zeit, Final Fantasy 14 da reinzukommen. Und ehrlich gesagt, ich bereue es kein Stück. So. Einige Zeit vergangen, der Tag der Freilassung rückt näher. Now for a little rest after breakfast. This is the life. Wir sind immer noch gefangen. Die Frage ist, müssten wir auch noch weiter arbeiten in der Zwischenzeit? Weil das war ja wirklich noch so 20 Tage, glaube ich. Wait a sec. Isn't something important supposed to happen today? Oh, today's our big day! We're supposed to leave the Fortress of Meropide! Come on, we've got to go complete the release procedures now! Wir durften jederzeit raus, aber okay.
Ich muss mich ja fragen, warum das nicht einfach Teil der letzten Story-Quest war. Außer jetzt passiert wirklich noch irgendwas Größeres. So, ich glaube, ich hatte die Lautstärke so. Ich treffe den Wert gerade nicht. If the Arataki gang stirs up any trouble, I'll drag every last one of them back to apologize. Jetzt habe ich's. Okay. Oh, nach unten. Müssen wir Papierkram mitbringen? Please, sign here. This document will be effective immediately upon signing, and you two may exit the Fortress of Meripede via the regular channels. It's been so long since we've been to the surface. Let's hurry up and... Huh? Ah, okay. What's happening? Alles in Ordnung? I'm fine, thanks. But I wonder what that tremor was just now. Let's go ask the Duke. Eigentlich gibt es ja nur eine Möglichkeit. Wir wiederholen einfach nochmal die letzte Story-Quest. Soll ich schon mal eine Novelette holen? Wenn er sitzt, kann's hier nichts Schlimmes gewesen sein. Ah, good to see you two. Is there something you wish to see me about? Yeah, what was with that earthquake just now? Ah, that. The tremor didn't originate from the seafloor. In fact, it seems it came from the surface. Oh. Over the years of serving as the warden here, I've developed a sense for distinguishing between what occurs on the surface and what occurs underwater. Besides, the seal that Monsieur Neuvillette set in place won't fail so easily. So the fortress is okay? If you recall our last incident, if there really were a problem, there would be crowds of inmates in a panic right now. Huh, you've got a point. Okay, seems we need to get back up to the surface and ask about what happened. By the way, do you know what day it is today? I believe today is this month's pipe cleaning day. Wait, seriously? Das ist nur ein Zufall. Eigentlich ist heute der Tag, an dem wir uns aus dem Fort verabschieden. Ah, yes. Have you completed your release papers? Yep. It's you two. Are you leaving now? That's right! Today is our last day in prison! But now that Paimon says that, it doesn't feel like we were confined here. It's actually been pretty nice. Und das ist ja so das Ding an diesem Gefängnis. Es ist ja mehr eine Art Gesellschaft. Viele Menschen haben uns geholfen, unter anderem auch. Aber wie auch ihnen. Oh yeah, Paimon feels fond of this place now. Then be sure to come back and visit. I'll miss you. If you've signed the release papers, then you're free to go. The guards will escort you out. You're not going to see us off? I knew you'd ask. All right, sure. Let's go. Well, you actually agreed. No worries, you must be busy. Paimon was just joking. Ah, so you do have a polite side, I see. After being down here for so long, I imagine you must feel like you're lacking companionship. Shall I come along too? Nein, das war nur ein Offer für Risley. Und es ist wirklich nicht nötig. Es ist ja nicht so, dass wir nie wiederkommen werden. Vielleicht, I don't know. Yeah, don't worry, we'll come back to see you. Ich hab hier noch Quests. Paimon really likes the cafeteria here. The chefs sure do know how to make good grub. I hope you won't be here as convicts the next time I see you. We'll do our best to stay out of trouble. Well, it seems our work in the Fortress of Meripede is finished. That's the end of another chapter in our journey. And since Neuvillette was the one who asked us to come here, we should probably go report to him now. Next up, the Palais Mermonia. You're going to see Monsieur Neuvillette? Please pass on our kind regards.
I'm sure just your regards will do, no? I believe it would be the polite thing to do. You're right. I've heard the Palais has been terribly busy these days. Tell him that I hope he hasn't been overwhelmed by the recent string of troubles. Jetzt schon? Das ist mein meistgehasstestes Feature an diesem Spiel. Okay. Hey Alex. Ich kenne das Meme nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wer Bluthund Davil war. Also ich kenne die Bluthunde, ja, die Kriechende mit der Kralle quasi, ne? Die so eher auf allen Vieren sind. Aber einer mit einem Namen erinnere ich mich nicht mehr. Vielleicht geht's hier schnell. Mal schauen. Ich habe kaum Quests angenommen hier in den Gegenden. Ich glaube wirklich nur 2, 3. Und bis jetzt haben uns 2 von diesen maximal 3 wirklich schon blockiert. Das ist unglaublich. Man darf echt keine Sidequests annehmen, die man nicht sofort macht. Ach, der aus dem Siegelgefängnis. Der Mensch. Wobei ich sagen muss, dann kam er mir nie sehr schwer vor. Gut. Bei den Siegelgefängnissen ist mir auch wirklich bloß der allererste Schmelztigerritter, der da drin ist, im Gedächtnis geblieben. So wirklich, weil der mich ja richtig fertig gemacht hat. Und ich weiß nicht, wann ich sie alle gemacht habe. Es kann sein, dass ich halt auch schon overlevelt war. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Von daher, vielleicht ist das der Grund. Ich weiß gar nicht, ab wann man overlevelt für welchen Gegner ist. Das wusste ich nie. Und ist man wirklich overlevelt jemals? Ist es nicht eher so, dass man lediglich seine Skillkurve so ein bisschen ausgleicht, wenn man Schwierigkeiten mit etwas hat? Es kommt drauf an. Ich nehme an, wenn man Leveln benutzt... Also, jetzt spreche ich mal aus meiner Psyche. Wenn ich level, um etwas zu besiegen, wogegen mich mein Kopf geklatscht hat, ist das für mich wie eine Niederlage. Dann muss ich mir eine Niederlage eingestehen, wenn ich das mache. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, aber... Mich hat Weig oft besiegt aus dem Siegelgefängnis in dem Gebiet des Feuerriesen. Klingelt nicht. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Es gibt aber auch so viele. Ich weiß, da war irgendwo ein Godric, aber ich glaube, das war eher in der Nähe von Lanedale. Unten links, an der Klippe, wo man auch hochkommen kann. Mit dem Fahrstuhl in der Nähe. In der Eisregion, also auf dem Berg, da weiß ich gerade nicht, was da alles für Siegelgefängnisse waren. Oder war Weig der Typ mit den Shabriri-Augen, der Wahnsinnszeug castet? Klingelt da doch was? Der Ritter, der fast Eldenfürst wurde, aber dann von den 3 Fingern verbrannt wurde. Okay, dieses Lore habe ich nie erfahren.
Aber ich glaube, das deckt sich mit dem. Dreifinger war ja wahnsinnsmäßig. Also, ja, wahrscheinlich meine ich den. Wenn wir weggehen, bedeutet das doch sicher, dass meine Quest verfügbar ist, oder? Nein, wir gehen nicht weg. Schade. Übrigens, ich sollte eine Sache klarstellen, dass das heißt, dass ich dieses Lore von Vaike nie gekannt habe, mit dem, dass er fast Eldenfürst wurde, ist natürlich kein Spoiler, weil ich das Spiel schon durch habe. Also, alles, was nicht DLC ist, worüber halt niemand was wissen kann im Moment, nehme ich einfach mal als kleine Trivia-Wissen und da werde ich niemandem böse sein, wenn der irgendwas sagt, was ich nicht kannte. Weil, woher sollen die auch wissen, dass ich das nicht kenne? Einerseits, ne? Andererseits ist es halt schon mein erster Playthrough vorbei, also ist ja alles okay. Wollte ich nur klarstellen, nicht, dass irgendjemand auch nur den Gedanken verspürt, mir wurde jetzt irgendwas gespoilert oder so. Das ist nicht so. Also alles okay. Ich glaube nicht, dass jemand das gedacht hat. Er geht fort. Gehen wir auch fort? Er ist so laut, ich höre ihn gar nicht. Ich habe noch niemanden reden hören in dieser Quest. Jawohl. Das dauert noch ein bisschen. Ich will doch nur mit Neuvillette reden. Ich habe keine Quest angenommen seit dem letzten Mal, als ich hier war. Samstag. Da konnte ich hier auch einfach Hauptquesten. Warum ist das jetzt wichtig, die Quest zu machen? Genauso wie diese Fotoquest, die wir am Samstag machen mussten, die nicht mal mit Ort oder Charakteren zusammenhingen, die ich während der Hauptquest brauchte. Also, ich verstehe es einfach nicht. Warum was blockiert ist, komplett random aus meiner Ansicht. Es hat mal Sinn ergeben, so zu Inazuma-Zeiten. Seit Somero habe ich es komplett aus den Augen verloren. Und verstehe es nicht. Ja, das war in der Nähe des Dorfes, wo alle wahnsinnig sind, ne? Seenland, Liurnia. Dorf sehr weit oben, auch in der Nähe des Aufzugs, den ich vorhin meinte. Ne? Dort ist Vikes Invasion. Dann meinen wir wirklich dieselbe Person immerhin. Sehr schön, es hat geklingelt. Genau, das war der aus dem Siegelgefängnis, den ich jetzt meinte, von dem ich mir nicht sicher war, ob du von dem redest. Aber ja. Okay. Achso, das Siegelgefängnis heißt sogar Fürstenanwärter? Ich glaube, das Detail ist mir wirklich vollkommen entgangen. Gott. Dann habe ich aber vergessen, seine Rüstung vorzulesen im Playthrough, weil ich hatte die auf jeden Fall. Und wenn der Speer da Lore hatte, hatte ich das scheinbar nicht irgendwie richtig connected. Aber ich weiß, dass der Typ aus dem Siegelgefängnis mich schon einmal invasioniert hat bei diesem Dorf. Das habe ich schon damals gewusst. Nur die Sache mit, er ist fast Eldenfürst geworden und wurde von Dreifingern verbannt. Die Sachen weiß ich irgendwie nicht. Oder wusste ich nie. Wie eigentlich? Nur indem ich was vergessen habe zu lesen. Die Lika aufspüren und verhaften.
Habe ich hier was Gutes zu trinken? Moment. Ich habe ein anderes Getränk ausgewählt, aber ich merke gerade spontan, dass ich keinen Bock darauf habe. Oh je. Da muss ich meinen Flaschenöffner holen. Ah! Ich bin... Moment. Oh, oh. Ich bin noch mal kurz um die Ecke. Der ist ganz in der Nähe. So, verzeiht das? Es ist ja nicht so, als würde hier was Spannendes passieren gerade. Da ist das wohl noch zu verschmerzen, trotzdem. Entschuldigung. Oh no. Okay, alles okay. Ich dachte für eine Sekunde, der funktioniert nicht. Es klingt sehr brutal. Ich weiß. Es steckt ein bisschen Druck hinter dem Teil. Wir sind so an dem Punkt, wo ich bei dieser Quest schon gerne schnell durchklicken würde, aber das irgendwie zu disrespectful finde und deswegen einfach geduldig da sitze und wenigstens so ein bisschen überfliege. Aber ich kann nicht sagen, dass ich wirklich Interesse habe für das, was ich hier gerade sehe. Ich hoffe einfach, dass es gleich vorbei ist und ich mir den Rest in Ruhe offstream ansehen darf. So wie es eigentlich geplant wäre. Wäre es nicht jetzt, würde ich da sehr viel investierter sein. Danke! Leider ist die ganze Quest damit abgeschlossen. Ach so. Auch noch warten. Wir machen einfach mehr warten als nötig. Dann haben wir es sicher. So, we in there, guys. Wir können endlich weitermachen. Auf der positiven Seite, ich krieg ein bisschen Ansehensbelohnung dafür, dass ich so eine Sidequest gemacht habe. Oh no. Oh no. Eine Folgequest, die ebenfalls blockiert. Hätten die mich wenigstens wählen lassen, ob ich sie annehmen will. Ich bin ja richtig mitgefangen, mitgehangen. Ja, schreibt mal weiter, aber gebt mich bitte für die Hauptquest frei. Zum Glück habe ich mir heute ein bisschen Zeit für den Stream genommen und zum Glück habe ich ihn früher gestartet, als ich eigentlich wollte. Das wäre sonst ein bisschen bitter. Denn ich will die neue Quest heute komplett machen. In einem Rutsch durch, so wie letztes Jahr mit Sumeru. Nicht zuletzt, weil ich den Wochenboss natürlich auch bekämpfen will, ne? Nicht, dass ich das Material jetzt brauche, aber so übermorgen, wenn ich genug Materialien für Furina sammeln kann, wäre es schon schön. Apropos, könnte jeden Moment ohnmächtig werden. Mir geht es heute wenigstens gut.
Ich habe ja seit letzter Woche Donnerstag einen richtigen Schwung an körperlichen Problemen gehabt. Die sind wohl jetzt erstmal weg. Und da freue ich mich. Das ist gut. Macht, was immer ihr müsst. Und macht das bitte außerhalb diesen Raum, damit dieser Ort nicht mehr blockiert wird. Sie ist auch hier drin. Oh nein. Lasst uns doch einfach aus diesem Raum rausgehen. Dann kann ich höchstwahrscheinlich weitermachen. Das war zu schnell zum Überfliegen. Also mir ist alles lieb, solange wir aus diesem Raum raus können. Ihr müsst doch so keine große Sache machen, Mann. Das ist nur eine Tastenkappe, Mann! Geh mit Gott, aber geh. Und vielen Dank, wir sind frei. Like holy. LA Mermonia sure is buzzing with activity today. Mhm. Halt! Huh? Oh, it's you two. Apologies. Monsieur Neuvillette did say you'd be welcome at any time. Excuse me, would you mind helping me take a look at this report? I'll be right there. Sorry, I've got my hands full here. You can see yourselves in. Du hast uns angesprochen. Entschuldige nicht dafür, dass du uns So busy. Seems a lot has been happening. Entschuldige dich nicht dafür, dass du uns nicht helfen kannst, wenn du uns angesprochen hast. Wir hatten nie vor, mit dir zu reden. Wir gehen einfach rein wie immer. Ich mag Lumins Totenblick. Den teile ich gerade. Hello. You've come at the right time, but you'll have to wait for just a moment, as there are some urgent matters I must tend to first. In the meantime, please, have a seat. If you'd like to have something to drink, let the Melusine outside know. That's all right. We just ate. Very well, then. Let's take a break over there while we wait for him to finish his work. Mann, wäre das auch passiert, wenn ich nicht 2 Tage hätte warten müssen für die andere Quest? All right. That should wrap things up for now. Are you done with your work? Yes, sorry to keep you waiting.
Today should be the day you were released from the fortress of Meripede. And it appears that you have managed to complete all the release paperwork. Eigentlich war das gestern und ich musste mich mit den Sekretären draußen abfinden. Meine Güte. Haben die viel zu sagen? That's right, and we came here to see you right away. Nein, also ja, aber konnten wir nicht. A massive whale. Do you have any idea what that might be? Das bin ich. Ehrlich gesagt. Judging from your description, that cannot have occurred in any ordinary waters, but rather something like the primordial sea. A whale of that size and shape cannot usually be found in the waters of Tevat. Therefore, we can only assume that Child is presently immersed in primordial seawater. Ja, das denke ich auch, aber Skelette an diversen Stränden sagen mir, dass sowas durchaus in den normalen Gewässern vorkommt. Nur eher so zwischen Inazuma und Sumero und Liyue. Immersed in primordial seawater? But how? And is he okay? Ja, er stammt nicht aus Fontänen und wird sich nicht auflösen. Keine Brausetablette. Most people wouldn't be capable of entering in the first place. I'm not completely sure how he could have gotten there myself. Nun, wenn es rein zufällig der Wal ist, mit dem er sowieso eine Connection hat, dann... Es gibt noch etwas, das wir dich fragen möchten. Yes? What is it? Was war das für ein Beben, das wir vorhin gespürt haben? Also vor einem Tag. Oh, right. Paimon felt it too. We asked the Duke and he said it wasn't from underwater, so we figured you might know something about it. It turns out that I have just received a report about this particular matter. In fact, that's exactly what I was busy with a moment ago. The source of the tremor was here on the surface near Poisson. After the shaking stopped, the water levels in the Poisson area rose at an alarming rate. The water levels rose? Oh no! What about all the people there? Fortunately, the water levels only rose for a short period of time and have already returned to normal now. However, I still have a bad feeling about the whole phenomenon. If the change in water levels is connected with the leaking primordial seawater, then the situation in Poisson may be much worse than it appears. Das ist alles erstaunlich relevant. Mein Wohnort wurde vor 2 Wochen auch geflutet. Navia should be in Poisson, right? We need to go check on her. Okay. Auf zum Hauptquartier der Rosenspinner. Was dort liegt. Gut, nicht in die Kanalisation. Sehr schön. I would also like to go there as soon as possible, but I'm afraid I can't leave just yet. We must immediately formulate disaster prevention plans for the surrounding coastal areas to avoid potential catastrophes. I'll have to ask you two to go to Poisson first. I'll meet you there to check on the situation once I finish things here. Ich glaube, das finde ich auch besser, dass wir Navia vorwarnen können, denn ich weiß nicht, ob sie immer noch... Also, sie haben sich ein bisschen versöhnt, die beiden, aber... Oder Missverständnisse bereinigt. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt so mit ihm ist, ne? Denk nach einem Plan. There's no time to lose. Let's get going. Oh. Please be careful. Das war meine Schuld. Auf zum Croissant. Oh no. What happened here? Alles im schlechten Zustand. Niemand zu sehen. Wurden sie alle aufgelöst? Navia should be around here, right? We need to make sure she's still... Paimon means we need to check on her. Leider hinterlassen sie als Brausetabletten nicht die größten Rückstände. We haven't seen a single soul all the way here. Oh, this is getting scary. What will I ever do now? Look, there's someone on the roof over there. Just stay put. We're coming up. Watch your balance.
All right, just hurry. Schön, dass er uns ignoriert. Vielleicht sind wir hier die Toten. I'm not young anymore. How will I survive on my own? My Desiree! Oh, he looks pretty sad. My leg! My leg! How could this have happened? It hurts! Just hang in there. Help is on the way. You can hold my hand if it makes you feel better. Okay, weiß ich nicht. Na, hältst du die Hand? Männliches Opfer der Katastrophe? My leg! My leg! How could this have happened? Oh. Just hang in there. Wow, derselbe Text. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, it's Navia. She's over there. Hey, Navia, are you okay? Hört sie uns? You're here. We heard there was a situation in Poisson, so we came as quickly as we could. Yes. As you can see, the water level suddenly rose. It caused quite the disturbance, in fact. Demoiselle! There was a wounded resident next to a building southeast of here. We've already transported him to safety, but we've run out of medical supplies. He's wounded? How badly? He fell, so it's probably a broken leg. He's pretty shaken up. When the water level rose, he desperately climbed up to the roof. Once the water receded and he saw the ground, he became terrified and eventually... He jumped down then. Find the leader of Squad 1 and tell him to take the wounded resident to see a doctor. He should know where to go. Understood. I'll take over his search and rescue mission in the meantime. All right. You'll be in charge. I'm sorry. Where were we? Weiß ich auch nicht mehr. The situation in Poisson? Die sehen wir doch. Ah, right. Allow me to explain. A little earlier, we suddenly heard a loud noise. At first, everyone thought that something might have exploded in the waterways. But before we knew it, water started pouring out from everywhere. Und deswegen sprichst du jetzt so leise? The rushing water seemed a little odd, almost like the unique color of primordial seawater. Some people didn't realize the danger and thought it was just ordinary water, leaking from somewhere. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. They were all dissolved. Those who realized what was happening started to flee in a panic, desperately trying to get to higher ground. Many were injured in the stampede, and some people fell from significant heights. The Spina di Rosula initiated rescue operations as quickly as possible, but there have been a lot of casualties. Fortunately, the water began to recede after some time, and the chaos came to an end. The water that flooded the area contained primordial seawater, so the lower levels of Poisson are still hazardous. To ensure everyone's safety, I've asked the people there to leave as soon as possible. No one knows if this could happen again.
All we can do for now is try our best to help evacuate the residents. We still haven't completed the head count, but we'll have some numbers soon. How awful. And all of this just came out of nowhere. It was quite frightening indeed. I only wish that everything that just happened was a bad dream. Is there any way we can help, Navia? Thank you for being so willing to help in a moment of crisis like this. You don't know how much it means to me. I really can't express how grateful I am. Uns fehlen noch ein paar Leute, oder? Ja, wahrscheinlich sind sie auch beide unter den Opfern. Don't say that, Navia. That's what friends are for. Übrigens, wo sind Mellus und Silver? Ja. Demoiselle! We've got a situation here! I'll be right there. Sorry, I need to go for now. And out she goes. Seems it might be a while before she can take a break. Okay, the wounded are being tended to, and we finished a preliminary head count. More support has just arrived, so I suppose I finally have a moment to focus on my own matters. Of course, we should remain ready for anything, and continue doing our best to rescue others. I'll be sure to have everyone at the Spina di Rosula ready to render assistance. Traveler, Paimon, would you two accompany me to my father's grave for a moment? Huh? Right now? I see. Thank you. Dann machen wir so. Lieber falle ich ein bisschen, als dass ich kletter. Wenn ich die Chance habe. Das Wetter hat sich A lot verändert. of people here, huh? Well, given the time of day and the whole situation in Poisson, Paimon doesn't think there'd be a ton of people here visiting graves. Right. That's how things are now. The living are so exhausted that they've no strength to spare any words for the dead. Navia? Okay, lass es raus. Navia, what's wrong? Ja, das sieht schlimm aus. Das Urmeer kommt jetzt auch aus ihren Augen. Sorry. I just... Malus and Silver. They won't ever come back here again. What should I do, Papa? Huh? What happened to them? Mein Beileid. Everyone agreed on the rescue plan, but still, I was the one who initiated it. They were helping evacuate the residents, but they couldn't leave in time. And they were caught in the seawater. What should we do? I've known them for so long. And I know they weren't afraid. But I could at least hold a funeral for my father. And I know where he rests. But as for Malus and Silver, they're just gone. I just can't.
Everything looks so clean after it rains. Even the gravestones. I didn't expect that you'd enjoy a glass of red wine in front of Master Callus's grave. I can understand. Besides, the scenery here isn't half bad. See, it's not just me. I always want to bring something when I visit Papa. Perhaps we might even have a picnic. He wouldn't be angry, would he? How could Master ever be upset with you, Demoiselle? Yet the cemetery is the home of those who have passed, is it not? Everyone ends up here sooner or later, no matter who you are. Buying yourself a plot in advance, are you? No need yet. But when I do, I hope you'll let me be buried beside Master Callus, Demoiselle. Hey, stop joking around. I'm quite serious. That way, it'll save us both the trip to see each other whenever you visit your father's grave. That makes sense. In that case, could I be buried on his other side? After all, besides you, Demoiselle, the two of us could certainly be considered Master's closest companions, no? Personally, I believe we fill those shoes just fine. Why are you bringing this up all of a sudden? Seriously. All right. I'll remember your requests. But I'd really prefer not to talk about this stuff. And what do you mean by saving me a trip? I'd make the journey even if I had to visit you two somewhere else. I'd promised to let them rest in peace here. But here I am breaking that promise. I'm sorry for letting you see me in a mess like this. I don't usually cry, really. Paimon doesn't know how to help you feel better. But, well, she understands how you feel. I had always thought I could make my wishes come true. But now that I think about it, that never solely relied on me. Many things can only be accomplished with someone else's help. Malus and Silver have helped me so much. But by contrast, I could do nothing for them. I'm so sorry. You can spend as much time as you need here, Navia. We'll stay with you. Wir sind hier. Vielleicht. Ich weiß nicht. Wir sind immer unterwegs. Aber ja, ruf. Thank you. Right now, you don't know how much that means. By the way, you can have a look at this. It's a list of victims from the incident that took place here. Obena, Khan, Burnett, Giverny, Francine, Karina, Daisy Ray, Joinville, Julianne, Esson, as well as Malus and Silver. So, everyone else is safe. But still... It's okay. I know what you're thinking. And you're right. We lost Malus and Silver. But we were able to save more than we anticipated. The overall outcome indicates that the cost was worth it. Ich würde das so stehen lassen. Niemand hätte Opfer bringen müssen. Sie haben was Gutes getan. Right. Don't think that way, Navia. One person might be saved at the expense of another, sure, but that isn't something we should ever consider a trade. Malus and Silver were not the price for saving anyone. They're heroes. You're right. Thank you, Paimon. What you said just now was pretty amazing, actually. I'll remember your words. Oh, really? Seems you've become more eloquent in the time since we last met. Na, sowas. The knave? What are you doing here? Übrigens, das ist Navia. Die beiden kennen sich, glaube ich, noch nicht. Ah,
Is everything going well on your side? Oder Yes, doch? my people are carrying out the mission according to your request. All the residents of Poisson have been evacuated, and we're preparing to relocate them to higher ground. Oh. As for these supplies, we have everything taken care of. There is no need to worry. Thank you very much. Wait, do you two know each other? We just met recently. Right, Miss Navia? Usually, I would call this a coincidental encounter. But that doesn't quite fit this time. Besides, it never even crossed my mind that a Fatui Harbinger would come looking for me. Thanks to the Knave, Spina di Rosula received generous support from the Fatui, which allowed us to complete the rescue and evacuation work so quickly. Mutual aid is essential to fostering positive developments. We were already in the area, in any case, so it was nothing. That said, I must say that you're a lot sharper than you let on. I'm sure you understand what I mean. I apologize for all the ways in which I tested you previously. We've never worked with a Fatui before, and it's extremely important for us to know who we're working with. My subordinates have reported that Fatui soldiers have been observing water levels and taking head counts in various locations. I hear that they've also prepared a large amount of emergency supplies. I'm quite surprised. This is nothing to brag about, nor do I intend to. It is simply the way of powerful organizations to act forcefully, whether they are doing good or ill. You've witnessed that firsthand, in any case. As I've told this traveler before, I know of the prophecy, and I intend to prevent the impending disaster. Lending your organization a hand was a natural first step in accomplishing that. As such, do not be troubled by this token of our sincerity. Perhaps one day, you'll also be able to help me in the same way. Without your help, there would have been many more casualties. I won't forget your kindness. Furthermore, I sincerely regret what happened to Malus and Silver. I only wish that my people could have arrived a little earlier to prevent this from happening. Don't say that. You and your subordinates did everything you could. As Paimon said, Malus and Silver didn't choose to sacrifice themselves for any specific person. And they weren't the price paid for other salvation. They chose to become heroes themselves. I've never liked hearing people put it that way. It's like trying to relieve pain by saying some noble-sounding words. But right now, there's nothing more suitable. They really did become heroes. You're right. I'm sorry for your loss, Miss Navia. Water is life to Fontaine's people, and it also spells disaster. It's no wonder that people always say that prophecies represent fate. Fortunately, I've never been one for such opinions. So, you're one who will try to change fate, then? Of course. That is why I'm going to Hotel Bouffe de Terre. I still have some things to take care of, and the children need my attention. By the way, Traveler, Paimon, one more thing. Alright, then we'll just... Huh? This isn't right. Paimon thought you would ask us to walk with you for a moment so you could tell us something in private. That is a clever and useful conversation technique, which I do like to use when necessary. But there's no need today. It would not hurt to have Miss Navia listening in. Traveler, I'm sure you remember that I said we could work together when we had the chance. You and I both know that there may be issues with the Primordial Sea. Previously, it was the Fortress of Meripede's sluice gate, and this time it was the water levels in Poisson. These are both signals. Die Zeit für die Zusammenarbeit ist also gekommen. Ja, aber was, wenn ich nicht will? Indeed. Allow me to share the latest intel I've received from the House of the Hearth's intelligence network with you. During some recent investigations, a child claimed to have discovered some ruins near Poisson. The ruins date back to ancient times and seem to be worth investigating in many ways. Judging by the dating of the ruins, they may be related to the prophecy and the coming crisis.
The situation is becoming more urgent, so any pertinent information will prove extremely precious. My people initially came to prepare for ruin exploration. Unexpectedly, this disaster struck, and at present, we're all busy prioritizing the rescue effort. So that's why the Fatui were already in Poisson. I wanted to take the children along, but unfortunately, Linny, Lynette, and Fremine have all been dispatched to higher ground to assist affected residents. Linny told me that outside of the house, the person they trust most is you. Which is why I want to give you this task. Okay, in sowas sind wir ja geübt. Und, ich hoffe nur, dass sie uns nicht irgendwann so sagt, ey, ich tue Sachen für dich und du gibst uns die Gnosis dafür, falls wir sie jemals in die Hand bekommen. Wahrscheinlich läuft das irgendwie so. Ich glaube nicht, dass wir jemals selbst die Wahl darüber bekommen, ob die weggegeben wird oder nicht. Das würde involvieren, dass wir vielleicht in den Plan eingeweiht werden. Wobei, das wäre vielleicht auch langsam mal Zeit. Wir haben nur noch eine Nation zwischen uns und Snatch-Nahe. Von daher, vertraust du einer Außenstehenden wie mir? The House of the Hearth's members see each other as family, but Linny, Lynette, and Fremine said that they also see you as such, even though you are not from the house. I'm sure you already understand how earnest they consider their friendship with you to be. Oh, that somehow makes Paimon feel kinda happy. The intel I just shared about the ruins could fetch a high price. But since the children consider you family, it's only natural that I freely share it with you. Got it! So all we gotta do is go to some ruins, right? We can handle that. Excuse me, but may I tag along? You wish to join, Miss Navia? But are you sure you're up to exploring some ruins? You need to rest. Well, I'm sad, yes. But I can't just go back and plop myself into a chair by the roadside and do nothing. There's no point in being depressed while we still have a disaster on our hands. As my father's successor, I must live up to the hopes he had in me. Besides, I'm also doing this for myself. I need something, a distraction, to keep my mind off Malus and Silver. Oh, Moment. So. Ich habe gerade eine falsche Taste gedrückt, aber ich glaube, das hat beim Stream nichts bewirkt. Die Taste ist... Oh! Sie funktioniert? Okay, es hat das Ingame lauter gemacht. Die Taste funktioniert? Die funktioniert meistens nicht. Obwohl ich nichts an der verändere. Ey, geil. Nice. Den Komfort nehme ich gerne an. Navia ist starkherzig, aber sie braucht jetzt Gesellschaft. Wir können diese Gesellschaft sein, wenn sie mit uns in die Ruinen geht. Since you put it that way, I have no objections. What do you say, traveler? Wir werden die Ruinen gemeinsam erkunden. All right. The ruins are to the south of Poisson. Here's the map. Okay, the three of us will handle it. Come on, let's pack up and get going. Da bin ich immer gespannt, wo uns das Spiel jetzt hinschickt. Ja, das könnte Teil der neuen Karte sein. Ansonsten muss ich mich nämlich fragen, was wäre, wenn man vorher da reingestolpert wäre. Aber natürlich... Oh. So. Aber natürlich macht es Sinn, das zur neuen Karte zu machen, die ja sehr in der Nähe ist. Jetzt ist bloß die Frage, brauchen wir Hydro-Charaktere? Wenn Navia dabei ist, vielleicht ja auch eher Gio oder so. Wollen wir hier vielleicht mal so das Ding auffüllen?
So, dann können wir ja ruhig noch ein klein wenig erkunden, wenn die Story-Quest das sogar zulässt. Oh nein. Was kann man denn hier tun, ohne in den Nebenquest zu stolpern? Boah, die hat beim letzten Mal schon so viel geredet. Hallo? Und was stand da? Okay. Ja, sie kann mehr als das sagen, wenn ihre Programmierung das zulässt. Okay, diesmal hat sie nicht so viel geredet. Ein Glück. I'll take this. Thanks. Und den da auch noch. Der wird doch wohl keine Sidequest starten. Mich aber vielleicht deplatzieren. That's okay. Ich habe da hinten in der Nähe keinen Teleport. It's gonna be okay. Tiefenwahrnehmung. Lässt er mich höher? Ich gehe gerade die ganze Zeit nach draußen. So, das sieht doch aus, als würde mich in ungefähr in die richtige Richtung schießen. Ja, eigentlich. Hätte schlimmer laufen können. Is this an answer from this world? Der Teleport ist leider Untergrund. Ich würde mir gerne eigentlich den hier holen. Aber das kann ich später machen. Ich habe mich ja vor einer Stunde auch schon dagegen entschieden. Vor einer knappen. This is not the end. Tja, das funktioniert nicht so. Oh, es hat funktioniert. Dann ist hier alles okay. Also, Ruinen. So, are these the ruins the knave was talking about? Whoa, talk about old. Beachtet nicht Cookies Elektrizität. Die geht gleich weg. They seem to be pretty ancient, all right. Moment. Let's go in and have a look.
Just be careful. Da haben wir noch eine Erklärung, wie man die vorher nicht sehen kann. Natürlich eine Sphäre. Ich hätte es mir eigentlich denken müssen. Ist ein bisschen peinlich, dass ich da nicht drauf kam. Ja. Okay. Ich nehme, also so eine kleine Prediction, ich nehme an, wir erfahren, dass das Urmeer unter der gesamten Nation liegt. Und nicht nur in Meropid. Vielleicht noch kurz ein bisschen leiser machen für den Kampf. Leave it all to me. Seems like an emergency. Out of my way. Time to clean up. Ich habe schon lange kein Spin-to-Win mehr gemacht bei irgendeinem Charakter. Gesundheit. Someone needs assistance. Ich habe das Gefühl, ich sie übersehe Thron. Like, kann ich da nicht hoch? Da kann ich doch bestimmt hoch. In Sphären kann man nicht klettern. Sollte man aber einführen. Nee. Ehrlich gesagt mag ich es ja. Dadurch ist das Ganze ein bisschen straightforward. Someone needs assistance. The floor here isn't safe. Ach, wirklich? Wie kommst du darauf, Paimon? I must leave no stone. Ha! The doctor will see. Our bond is strong. I'll take this, thank you. Ich glaube, der war tot. This place has also been contaminated by primordial seawater. Yeah. And a lot of it, too. A Fontanian would most likely dissolve the moment they fell in. Navia, du solltest dich von diesen Ohren fernhalten. Nicht schwimmen. Right. You can't go down if there's primordial seawater. It's too dangerous and it won't be any help for you to just stay here. If you go down there, you will go down for good. Don't get Paimon wrong. We're not saying you're useless. It's just that... No, you're right. I can't do anything in this situation. I'll leave this to you. Nach dem Gelände hier nach zu urteilen, gibt es vielleicht keinen Weg zurück. That complicates things. Maybe the only way left is forward. In that case, do you want to wait for us here? Wir hätten sie nämlich nicht mitnehmen sollen. The water levels here are unstable, and there's a chance the water will rise. So staying here wouldn't be safe either. I'll go together with you. Perhaps we'll find the exit just up ahead. Okay, keine Wahl. All right. Come with us for now then, but please be careful. Oh no, it's a dead end. Let's try climbing over from the side. Dann dürfen wir eigentlich theoretisch auch nicht ins Wasser, wenn sie uns so folgt. Naja, schon. Geht, aber ich nehme an, das ist alles so designt, dass man auch außerhalb des Wassers durch kann. Aber das Ganze wird wahrscheinlich nicht sonderlich gut ausgehen. Weizen. Wo kommt der denn her?
Das ist plötzlich viel größer, als ich dachte. Das erinnert mich an den Chasm. Außer, dass es nicht auf dem Kopf steht. Hat auch ein bisschen was von dem Turm, den wir vorhin oberhalb gesehen haben. Wait, there's something wrong with this bridge. Run for it! Okay. Demoiselle? Huh? Demoiselle, what are you doing here by yourself? Would you be standing here till dark if I hadn't come to get you? Maybe she just wants some time to herself, Malus. Hmm? Oh. Was I sleeping? Yes, it would appear so. I must be tired. That's quite possible. However, you were the one that suggested we go out for a walk. Oh, right. I nearly forgot. It must have slipped my mind when I dozed off. I haven't had a nap today yet. Have I? This is a familiar feeling, yet something's a little strange. Is something the matter, Demoiselle? Oh, no. No, I'm fine. I was just trying to recall why we came out for a walk. Do you remember Mr. Giverny? He'd requested our help before with foreign merchants who had a debt dispute with him, and we'd resolved the matter not long ago. We were headed to see how things were going with him at the moment. Ah, right. Yes. I remember now. Oh, Miss Navia. Ah, Mr. Malus. And Mr. Silver, too. It's good to see all of you. How have you been? I've been great. Thanks to your help, those bothersome merchants finally realized that I wasn't the one they were looking for. Why, I wasn't even the guarantor for that person. They were knocking at my door day and night. Even my neighbor, Obina, was getting fed up with them. Sometimes force is required to calm someone down and get them to listen to what you have to say. That's right. Oh, by the way, Burnett, what was it that you wanted to give to Miss Navia again? Das sind alles nur aufgelöste Leute, ne? Oh, yes. One moment, I have it right here. Miss Navia, these are some flower seeds that I prepared. Please take them. They're a very good variety, and they'll become very big and beautiful once they bloom. I don't know what we would have done without your help, so this is a little token of our appreciation. I hope you won't refuse. Ah, did you cultivate them yourself? Thank you so much. I'll certainly take them. Malus, we do still have some empty flower pots at home, right? Why, we can have as many pots as you'd like, Demoiselle. Perfect. In that case, we'll swap out some of the decorative plants for some of Mrs. Burnett's flowers. Very well. Wait. Something seems to be off here. Excuse me, madam. If I'm not mistaken, your name is Burnett, correct? That's right. Is something wrong? No, it's nothing. This is the first time we've ever met, but your name seemed familiar to me. I must have heard it when I was discussing things with your husband previously. I've heard this name before. Sometime recently, I'm sure of it. And why are there so few people around here? Where did everyone go? We must mind the time, Demoiselle.
We still have important things to attend to today. Huh? We do? Like what? Well, now, did you forget? Miss Navia, here you are. I've been looking for you. Please, come to the Opera House. Your trial is about to begin. My trial? Wait, why would I need to go to the Opera House? Yes, she's right, Demoiselle. It's just about time now, so we should get going. Oh? All right then. Look, it's Navia! She's here! And her two attendants are with her! Goodness, everyone's finally here. There sure are a lot of people here to see the trial. And they all seem to be oddly excited about something. I even know some of these people. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen. Why are so many people here? And why do I have no recollection of this case? And as for the judge... huh? Where's Monsieur Neuvillette? Please sit in the defendant's seat. Don't worry, Silver and I shall accompany you. All right. But are you sure you can stand behind me? Typically, it wouldn't be allowed, but today is an exception. Hey, what kind of place do they think this is? Come on, do they have any idea what they're doing? Seriously. Enough with the whispering! Could someone please tell me where Monsieur Neuvillette is? And why I'm standing trial? My dear Miss Navia, have you not yet realized what you've done? In that case, allow me to explain. As all here know, you are Master Callus's successor, the head of the Spina di Rosula, someone held in high regard by every soul in Poisson. After you took over the Spina, you treated all of us just like the late Master Callus had. If anyone in need reached out to you for help, you responded. Not only you, but your butler, your subordinates, nearly everyone in the Spina di Rosula fought for the well-being of those in Poisson. Wait a moment. Aren't you just proving that I'm a good person? Yes, correct. Absolutely right. And that is why you stand accused. You have helped so many people get through so many difficulties. You are one with us. We are inseparable. We are one big family, all of us who are from Poisson, inextricably linked. And with you being so important, we couldn't possibly do without you. Therefore, this fair and honorable court shall declare you guilty, and you shall stay here. You will be together with us forever. Huh? What are you saying? Everything you have said is correct. I have indeed done a lot for my hometown, and I would be willing to be with you all, but what is the purpose of having me stand here like this? What is there to discuss? Ah, well, if that's what you think, then I have no further comments. How wonderful, Miss Navia! I know all these people. Why are they laughing? I seem to remember now. Yes, I get it. This trial is... Wait just a moment. This isn't right! Malus? What was that, Mr. Malus? Our conclusion is very clear and unanimous. Let the court judge her now. She's guilty! Stay here, Navia! You're one of us!
Demoiselle, don't admit guilt. This trial means to keep you here forever. I wish to exercise my right to defend Our Lady. Mr. Joinville, you only know of Navia's goodness, but nothing of her utterly independent mind. She was born a free and independent spirit. She has never been tied down by anything. Indeed, even the death of Master Callus couldn't stop her. Her actions cannot serve as proof that she identifies herself as part of any group. She merely acted as an individual, extending her hand to help others. Please do not mistake her actions as being otherwise. Really? As an individual, you say? Don't forget, we are all Fontanians here. This is the nation of justice, the nation of Hydro. Even if Miss Navia only voluntarily rendered her assistance, that doesn't change the fact that her beautiful soul must return to everyone. Water accepts all, blends with all. It will surely accept her kindness. Everything is measured here in the nation of Hydro, and in the end, everyone shall meld together. Thus, when a unanimous opinion emerges, that opinion represents justice. Now I speak for everyone. Our opinion is consistent. Navia should stay. We and Navia are one. And you would call this justice? Preposterous. You are merely jealous that Demoiselle still has a chance to exist as an individual. Have you forgotten how much you all once longed to become individuals, to become independent? Do you mean to defy our justice? If your justice is flawed, then why should we acknowledge it? As you said, we can also have our own justice. Silver and I shall defend Demoiselle. And that is how we will enforce justice. Ugh, my head... it hurts. Demoiselle. Silver, it hurts. My head is spinning. All I can see is stars swirling in front of me. I remember now. Everything that seemed odd from the very beginning. Karina, Desiree, Joyville, Jolien, Essen, and Mr. Giverny and Mrs. Burnett, who we met earlier. Even Malus and Silver. I don't want to admit it, but they're all dead. Don't be afraid, and don't admit guilt. We will protect you to the very end. Absurd! Who are you to say that she cannot be judged? We are the majority, and in the nation of trials, the majority is absolute justice. We are the will of all. Don't let them escape! We shall keep Navia here with us! Mr. Malus and Mr. Silver, must you be so stubborn? How could the two of you possibly hope to stand against the collective? Do not resist. This judgment is fair and just. Navia belongs to us. After all that happened, she should not be left alone in Poisson. What are you saying? No more excuses! She says we're jealous. Jealous? How could she possibly be an independent individual? What's with these people? Who's jealous of her? She belongs to us! Miss Navia, she... Silence! That's... Monsieur Neuvillette! Such commotion is prohibited in the court. The accusations you just presented are nonsense and cannot constitute a proper trial. The court will adjourn for the rest of the day. In this, I shall hear no objections from any unauthorized party. Our thanks, Monsieur Neuvillette. Please leave with me, Miss Navia, while there is still time. But... Ich glaube, er ist auch in der physischen Welt wahrscheinlich bei uns jetzt. Go on now, Demoiselle. This is your only chance to leave this place. What, can't bear to leave us behind or something?
Letztlich wollte er ja bei uns in Poisson aufeinandertreffen. Vielleicht wurde er hierher geschickt von Arlecchino? Malus. My apologies. I couldn't resist making one little joke once I realized that this shall be our last goodbye. Malus. Silver. Quickly! You must come now! Goodbye, demoiselle. Farewell. No, wait! Just a second! Das war fucked up. Navia? You're awake. Good. I must have been dreaming. Malus and Silver were still alive, and they were defending me at some insane trial. It looks like you're all right. Did all the sad feelings cause you to have a nightmare? Paimon could give you a hug. The ruins you were exploring suffered a cave-in. When I arrived, I found you falling toward the water. You were just about to be dissolved within, but I... What is it? I think I saw 2 Oceanids protecting you. It was only for a moment, perhaps even a fraction of a second, but they gave me the chance to retrieve you. Were it not for their intervention, I would not have been able to rescue you before your consciousness dissipated. Wait, did you say Oceanids? You mean like what happened with Vache? Wenn Menschen also aufgelöst werden, werden sie alle zu Okeaniden? Ich meine, das war nicht mal eine Vermutung. Das war eigentlich schon ziemlicher Fakt. Und die Schwarmintelligenz haben wir in Form der ganzen Opfer von Vache ja auch schon kennengelernt. Perhaps those 2 Oceanids were the people you saw in your dream. I always told them that they didn't have to protect me. To think that they'd keep doing so even after death. Please come with me. Neuvillette, are you okay? Oh, I am quite all right. Perhaps there's something we could chat about? Why do you look so stiff all of a sudden? Oh, Paimon knows. You're the type who feels awkward when there's nothing to talk about, right? I merely thought that we should give Navia some time to herself. Huh? Why didn't you just say so then? Don't you think it's even more awkward to call us over like this and then have nothing to talk about? Na, das ist wohl sein Ding, dass er solche Umgangsformen nicht, dass sie ihm nicht so leicht fallen. I suppose so. Ach, übrigens, die Schwien lässt sich grüßen. Ah, Sigewinne. I hope all is well with her these days. Her work in the fortress of Meropide has not been too much for her, has it? No way, don't worry. She's doing fine down there. She's an amazing head nurse. I see. Well, that is good. I have always worried that Sigewinne would need a lot of time to understand the world of humanity, just as I have. Oh, and the Duke also says hi. Even though Sigewinne made him do that. He hopes that you haven't been overwhelmed by all that's happened lately. Thank you. I have indeed been busy lately, and I also hope that everything is going well in the fortress of Meropide. He still doesn't know what to talk about. Let's chat about something else then. Du wirst bestimmt über Essen reden. So, Neuvillette, you're probably quite the swimmer, huh? Yes, of course. This isn't going anywhere. Let's try something else. How did you find these ruins? Did the knave tell you? Danke. Yes, in fact. I had arranged to meet you in Poisson, but when I arrived, I discovered that the Fatui were helping the residents evacuate. They had even transported a large quantity of supplies to the area. Amid my astonishment, I ran into the knave, and we had a chat.
She informed me that she had asked you to investigate the ancient ruins here. Yeah, we originally planned to meet up with you, but we thought you might still be busy with all those official documents. We didn't think exploring the ruins would take very long, and who would have thought you'd wrap things up so quickly? Ich hoffe, dass Navia bald wieder auf den Beinen steht. Sie steht, aber sich wieder fängt. Ah, warte, gefangen wurde sie von den Okaninen. Sich keine fängt? Was? Ich konnte es gar nicht lesen. I'm sorry to have kept you all waiting like that. I'm feeling much better now. Wer bist du, Solid Snake? I guess we should get going again. Will you come with us, Monsieur Neuvillette? Yes, if you wouldn't mind my company. All right! Another one joins the party! Let's get going then! Wer hat nicht gern overpowerte Charaktere an seiner Seite? Ich dachte, vielleicht hat er ein, zwei Worte zu dieser Ruine zu sagen. Mal schauen, kann der noch kommen. Hallo? Guten Tag? Taking a turn for the better. I'll settle this. Scatter! Ah. It's not supposed to be a strong team. That's the point of it. Sehr viele Bücher überall in allen möglichen Ruinen. Jeder liest gerne. Oder schreibt gerne. Ich meine, das meiste davon sind immer solche Tagebucheinträge oder sowas. Aufzeichnungen, Thesen, Geschichte, alles Mögliche. Oh no, another unstable path. Watch your step. Der hat Na, okay. Der hat nicht gehalten und der hier auch nicht. Oh Gott. Jetzt wird sogar schon der markierte Kletterpfad einbrechen. Ist das Uncharted oder Tomb Raider oder sowas? Ich dachte, ich könnte die Vasen zerstören. Ah, hi Leute. Ich mach mal leiser, Entschuldigung. Seems like an emergency. As a good night should. Ich dachte, das spawnt vielleicht noch was nach. Na gut. Dann nicht. Ich vergesse immer, dass sie ihren Burst hier noch behält. Das sollten viele Charaktere haben. Also, es ist wirklich ein gutes Feature, so eine Burstkraft zu behalten. Es fällt noch was von oben. Oh. Nett. Ich bin zu fett. Es wird Zeit für eine Diät. Ganz ehrlich, das wirkt nicht so, als würde hier irgendwas natürlich einstürzen. Vor allen Dingen durch das ganze Zeug, was von oben kommt, sieht es eher so aus, als würde jemand was auf mich werfen. Spezifisch. Gezielt. Und ich meine, ich habe ein paar Kandidaten im Blick, die das sein könnten. A bitter pill to swallow. Remember, health comes first. Out of my way! Propagate! Time to clean up. Someone needs assistance. Dissipate! Ha! Propagate! Okay.
Moment. Für eine Sekunde dachte ich, da wäre vielleicht noch eine Truhe unten. Also, ist das da oben alles nicht wichtig? Okay. Wie weit geht das da hinten noch? Oh, okay. Spiel, da ist... Wahrscheinlich würde ich es schaffen, auf die andere Seite zu fliegen und deswegen hält es mich auf. Aber da ist ein Abgrund. Also möglicherweise hätte ich sowieso nicht weitergekonnt. Kein Grund, mich so gewalttätig zurückzusetzen. Wir sind eingesperrt. Okay. Looks like we've reached the end. This is the place. There should not be any other hidden spaces in the vicinity. The path sure had some twists and turns, but it turns out that this place isn't actually that big. Naja, habt ihr gesehen, was da noch weiter weg liegt? Da geht's eigentlich noch weiter? Okay. Da scheint etwas in den Wänden zu sein. Oder an den Wänden. Stone slates. It seems like they were put here as an offering. Could we take them down and have a look? Die Prophezeiung. Das ist aber nicht zufällig Navia direkt in der Mitte. Und als weiteres, eine sehr akkurate Zeichnung von Forsalor. Perhaps we should just leave them be for now. There are 4 locations in total, but only 3 stone slates. The slate that should be in the first empty spot is missing. The surrounding walls also show signs of damage. There's something written below. Let Paimon see. Reason dictates that this nation be destroyed. I shall record the history of its future here in its past. Say what? It feels like someone left these slates and these words here for a purpose. But does he mean that Fontaine should be destroyed? That would fit the circumstances dictated by the prophecy, yes. Indeed, the slate's contents correspond to it. Take the second slate, for example. There's a person kneeling here. She seems so dedicated. And there's a whole bunch of other people behind her doing the same. She's facing this... what is this? Some kind of island in the sky? Also wahrscheinlich Celestia. Also Canria. And is that Lady Farina in the third image? Did the Hydro Archon fall into the water? And is that a ring of people around her? Paimon doesn't quite get it. Are they all in the water? The fourth image. I know this one. This exactly matches the content of the prophecy. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Das ist die Prophezeiung, alright. More information should be hidden in these slates, but I fear I cannot easily uncover it, most likely due to us missing the first slate. I am very sorry. Hätte mich auch gewundert, wenn ein bisschen Wassermagie da helfen würde. Don't blame yourself, Monsieur Neuvillette. Deciphering ancient stone slates isn't one of your duties. Ooh, Paimon's getting the chills just looking at these slates. This says that it's the history of the future, right? That means the prophecy
true. I really hope it doesn't mean that. Still, Paimon feels like these images are kind of weird when you look at them together. Ich verstehe, was du meinst. Das Seltsame liegt in der Reihenfolge des 3. und 4. Bildes, oder? Ja, wenn sie im Wasser war, aber vielleicht wird sie als Gott nicht aufgelöst. Letztlich muss hier nur durchgespült werden. Es ist ja nicht so, als würden da wirklich Leute um sie herum sein, wenn die Leute das Wasser selbst sind. That's right! If the images are in chronological order, shouldn't the 4th, the water's drowning fontaine, come before the 3rd, where the Hydro Archon herself falls into the water? And yet the order is reversed here. Auch das 2. Bild ist ziemlich verwirrend. Zu welcher Sünde bekennen sich die Menschen auf dem Bild? Ist das vielleicht sogar schon von vor Khaenri'ah? If we go by timing, Lady Farina only emerges in the 3rd image. That means that the person in the 2nd image might be the previous Hydro Archon. Genau. Egeria, then. I had never met her, but her appearance here does match the records. Okay, damit habe ich auch automatisch so ein Alter von Neuvillette. The previous Archon kneeling before the floating island in the skies, as if confessing a sin. Das müsste bedeuten, dass der alte Hydro Dragon wahrscheinlich auch so um die Khaenri'ah-Zeit gestorben ist. Außer die Reinkarnation dauerte ein bisschen. Aber es könnte schon sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Hydro, der erste Hydro Sovereign vielleicht mit der Aura Trees was zu tun hat. Was einer der Gründe sein würde, neben vielleicht ist die Gnosis da drin, warum das Ding immer mit Neuvillettes Gerichtsurteilen übereinstimmt, weil es quasi dieselbe Person ist. Did she herself commit that sin? And if not, why would she be in such a posture? Also, I'm still wondering why these ancient stone slates are here at all. Judging from their contents, could this place be the origin of the prophecy? Does that mean that someone, or some people, once saw these slates? But who would have created these slates and left these words here? It seems that any further clues will have to come from Farina. In that case, there's no time to lose. There's nothing else to be gained here, so let's head back first. Sie wird weniger wissen. Also, mein Geld ist hier wirklich auf den früheren Hydro Sovereign Drachen. Yeah, we better get somewhere safe for now. In Wirklichkeit spielt es nur eine Rolle, nun keine Rolle mehr, wer diese Platten geschaffen hat. Entscheidend ist, ob die Prophezeiung wahr wird. Und was man dagegen tun kann? Vielleicht ist das Wahrwerden der Prophezeiung ja auch einfach nicht das Ende von allem. Tja, der Anfang fehlt. Und das ist sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Die Geschichte der Zukunft, der Anfang könnte also das Ende sein. Let's split up here. I'm going to check on what's happening with the Spina. You know how it is. There's some things you just need to be there for yourself. Außerdem hast du vielleicht eine Nahtoderfahrung zu verarbeiten, nicht zu schweigen von den ganzen Verlusten. You still have energy for that, Navia? Paimon's already beat. Just head back to the Fleuve Cendre and have a rest then. Thanks for keeping me company all this time. I'll depart as well. Thanks for your hard work today. Rest well, everyone. Traveler, I will go talk to Farina tomorrow morning to ask about the stone slates. I'm sure that you're concerned about this matter as well. If you have time, drop by my office,
Oh ja. I'll share the results of our discussion with you. Unbedingt. Are you really gonna talk to her about this directly? Will that be a problem? Paimon's getting a little scared now that it's come to this. She has long been harboring secrets and will not give them up easily, which makes it all the more my duty to ensure that she understands the present situation. All right, we'll leave it in your hands then. You're probably the best person to talk to her anyway. I will be carefully considering my words tonight. Traveler, Paimon, our safe house at the Fleuve Cendre is always open to you, as ever. So please don't think you're an imposition. All right. I'll be on my way then. Das ist zwar nett, aber ich brauche eigentlich kein Bett. Ich schlafe hier an Ort und Stelle gerne stundenlang. We're finally back! Welcome back. We've got a special menu prepared for you two tonight. Yay! And there's good food too! Navi, no, the boss is the best. Go ahead. Ooh, desserts! Nice! These are all Paimon's! Paimon's already starting to forget what happened today. Mona! Ey, da ist unsere allererste Fontainerin, die wir hier gekannt haben, glaube ich. Oh, that voice. Is that who I think it is? Huh? It's you two. What are you doing in Fontaine? Also, es ist gewiss nicht Lisa, auch wenn sie einen ähnlichen Hut hat. Und nun ja, Mona Lisa. Megistus! Ja, wir sind nicht auf der First Name Basis. Haben dir die Sterne nicht gesagt, dass wir uns hier treffen würden, hä? Seriously, nobody just uses a scryglass whenever they've got time to just see who they'll meet on the road. Still, we didn't expect to see you here. Wait, you're not a Fontainian, are you, Mona? Eine Weissagerin in einer Story mit einer Prophezeiung. Ich frage mich ja. Well, I have some business to attend to here, so I booked a hotel in the city. I was just out for a stroll when I bumped into you. Quite unexpectedly, if I might add. Why did you think I was from Fontaine, though? Is that because Megistus doesn't sound much like a Mondstatter surname? Also, ich weiß es durch das Genshin-Wiki. Ich habe es nicht in-game gelesen oder erfahren und ich weiß nicht, irgendwie ist das einfach hängen geblieben. Aber in-game, keine Ahnung. Yeah, let's go with that. Well, I used to have my own surname, which was, well, some other thing. Either way, the old hag told me when she took me as her disciple that the first step to being a great astrologist's pupil was to change that name. There was nothing for it, really. She really is amazing at astrology, so I changed my name to what it is now according to her wishes. To my surprise, however, Megistus is not the name of some ancient house or clan. It isn't? Nope. Although it is used by us in place of surnames, it generally just means great. Wow! Imagine including a boast in your name. Wait, are you gonna have to put that into your genealogy as well? I reckon so. In any case, I'd give my disciple a name like this as well, if I were to take one. Okay. Darf ich fragen, ob, wie deine Meisterin heißt? Astromancer Barbeloth Trismegistus. Whoa, that's a long one. Does it also mean great or something? Very My great. name means Mona the Great Astrologist. As for the old hag, hers is, in plain speech, the thrice as great scholar of the stars. Just take it as a title specific to astrologists. Das Ding ist, ich weiß nicht woher, aber den Namen Trismegistus spezifisch kenne ich irgendwoher. Und ich bin der Meinung, es war auch irgendwie ein Anime oder so. Oder nein. Wie ist der Stab von Hermes genau aus Assassin's Creed Odyssey? Hieß der nicht auch einfach Trismegistus?
Ist es der Stab von Hermes aus Assassin's Creed Odyssey? Ich glaube ja. Vielleicht auch nicht. Thrice as great? That's so petty. I know, right? That's just how she is. She used to call herself Magistus, actually, but when she took me in, she changed her name to Trismegistus. Talk about excessive. Magistus is thus the calling card of our school, so to speak, which makes it about the same as a surname. It's all right if you don't get it. You can look into it further should you need to study astrology more deeply. Wie wäre es mit dreimal so starke Reisen oder dreimal so gefräßige Paimon? Wie wäre es mit dreimal gefressene Paimon? Terrible! But anyway, you're not Fontanian, are you, Mona? You're from Mondstadt, right? Well, I was born in Mondstadt, yes. My parents migrated to Dorman Port, and I traveled with the old hag for a while, after which I settled down in Mondstadt City. Oh, that's a good thing then. At least we know you won't be dissolved by Fontaine's waters. Okay. Speaking of that, I'm sure you're aware that a bunch of things have happened here in Fontaine, right? I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. Bist du wegen der Prophezeiung nach Fontaine gekommen, Mona? Hast du sie vielleicht irgendwie auch selbst gemacht, so nachträglich? Einfach zufällig dieselbe? Gibt's sie auch manchmal? That was the main reason, yes. Just a while back, the Steambird invited me to take part in a panel and speak about the circulation of the prophecy as an astrologist. The invitation was sent quite early on. I don't think anyone expected Fontaine to be in this much trouble. What do you make of that prophecy, Mona? Just tell us what you think as an astrologist. Your word would go a long way to make things more certain and less scary. What I can tell you is that I'm an astrologist, and that this prophecy concerns the fate of Fontaine, even that of all Tevat. Ascertaining this is akin to reading the fortune of the whole world. I'm afraid that this is not something that just anyone can do. If I could do it, you would no longer call me an astrologist, but a visionary. But on the flip side, the prophecy is so huge and powerful that it must surely come from a powerful visionary. Its contents involve the fate of the world. Disregarding it would be a mistake. Lustigerweise gibt es für mich keinen großen Unterschied zwischen Astrologen und Propheten, aber ich glaube, das ist einfach nur meine Ungebildetheit. A visionary? Sounds really powerful and all, but does such a person really exist? Of course. The old hag could do it, and I'd bet there are others amongst those Hexenzirkel colleagues of hers who could do something similar. Alice wahrscheinlich auch. Ich muss die Validität dieser Prophezeiung überprüfen. Kannst du mich mit deiner Meisterin in Kontakt bringen? Are you sure? All right, I'll help you. It isn't often that I see you with such a serious look on your face. I'll tell you once I hear back from her. Thanks, Mona. You're amazing as always. Oh, well, this is something only I can do after all. So yes, your praises are quite welcome. That's the greatest of astrologists for you. Of all the people we know, you know the stars the best. Indeed, indeed. That's the spirit. Oh, sorry. I came to see what all the commotion was about. If there's anything you need, do not hesitate to inform the Spina di Rosula. Oh, whoops. Guess we were getting a little too carried away there. Well, I'll go tend to my own business now. If I receive any news, I'll be sure to come find you two again. And there she goes, quick as rushing water. And here we are with the Spina guy giving us suspicious looks. Haben wir uns selbst eingebracht? Wie eigentlich? Wir haben uns nur hier unterhalten. Sei nächstes Mal etwas leiser, Paimon. Genau. If Paimon hadn't spoken for you, it'd be you getting all the weird looks. The things Paimon does for you. You're still being kind of loud. That's more like it. It's not. Good morning. To be honest, Paimon's still feeling kind of sleepy.
Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass wir schon geschlafen hatten. But it's time to get up, traveler. We agreed to go see Neuvillette, so let's pack it up and get going. Keine Worte darüber, dass es mal schön ist, nicht im Gefängnis zu schlafen? Also wirklich. Der Auftragsort wird auch nicht mehr blockiert. Das ist schön. Wir machen unsere Pause. Unsere erste. Vielleicht auch einzige, ich weiß nicht. Und ich bringe mal ein bisschen Wasser weg. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. The weather's nice like this tomorrow as well. Welcome to Palais Mermonia. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. I hope the weather's nice like this tomorrow as well. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Welcome to Palais Mermonia. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. I hope the weather's nice like this tomorrow as well. Welcome to Palais Mermonia. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times.
weather's nice like this tomorrow as well. Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Welcome to Palais Mermoni. I hope the weather's nice like this tomorrow as well. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Welcome to Palais Mermoni. I hope the weather's nice like this tomorrow as well. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all Welcome to times. Palais Mermoni. I hope the weather's nice like this tomorrow as well. Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. I hope the weather's nice like this tomorrow as well. Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Welcome to Palais Mermoni.
Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Welcome to Palais Mermoni. I have to keep an eye on the deployment of guards at all times. Welcome to Palais Mermoni. Ich wollte schon sagen, wie jetzt was? Jetzt keine Musik, ich komme zurück und ihr habt einfach nur Stille? Scheinbar hat sie auf mich gewartet. Alright. Weitermachen. Ich würde nicht drauf vertrauen. Morgen steht das hier alles wahrscheinlich unter Wasser. Sprechen wir mit Neuvillette. In einem nicht okkupierten Questraum. You're here! Finally! Is something wrong? Monsieur Neuvillette and Lady Farina, they seem to have gotten into a dispute. Please go see for yourself. Like I said, I've already explained everything. And yet the problem has not been properly solved. There is little space for excuses between us. It is not my intention to offend you, but please, tell me where you stand. You are the Hydro Archon Focalor, are you not? Look at this. This is a list of the victims from the recent Poisson incident. You mean they're all... We did not arrive in time to avert this disaster, and I will not have it happen again. I will say this once more. You must tell me everything you know. Yesterday, I found 3 stone slates in some ancient ruins near Poisson. Do you know anything about those? Seriously? You're questioning me like this is a court case now. I don't know anything about that. But you found them in some ancient ruins, you say? That's correct, which is why I came to ask you some questions. There should have been 4 slates, but one of them was missing. The other 3 featured different images that seemed to correlate to the prophecy. The prophecy? The second of these slates depicts the previous Hydro Archon Egeria kneeling before a floating island in the sky, as if confessing something. Do you know nothing of this either? I don't. I've never seen such slates. I'll ask you again. Do you really have no information regarding the previous Archon? My deciphering of the slates indicates that the Hydro Archon Egeria once had to confess to, or apologize for, a certain sin. If anyone would know about it, it should be you. All gods don't have the same secrets, you know. She was herself and I'm me. Is it really so strange that I know nothing? I understand your concerns, but I'm sorry. I just don't have anything to tell you. Forgive me for saying this now, Lady Farina, but I have long known of your various secret investigations into certain matters. There are several indications that you have been investigating the prophecy on the sly. This is not strange in itself, considering that you are the Hydro Archon. But it is strange that you should also claim to not know any of Egeria's secrets, as well as do nothing following your inquiries. You have never been as superficial as you have presented yourself to be, nor are you a fool.
And yet, your behavior is very inconsistent. So you've been watching me all this time, have you? I didn't think you were that type. You... Well, since you know about my secret investigations, then you should know I'm actually working to take care of it. There's no point questioning or suspecting me. You're the Eudix, but you're still my subordinate. You should be following my lead. Just trust in me, your Archon, and do as I say. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. It'll all turn out fine. That's all I have to say. We do not discuss this matter again. Oh, the opera's about to start. Toodles! Did Farina not notice us standing by the door? Wonder what's up with her. She was smiling. Huh. She didn't seem in the mood to care if we were listening in or not. Sie schien etwas auf dem Herzen zu haben. Absichtlich etwas zu verbergen? I assume you've been outside for a while now? Oh, you noticed. Seems Farina didn't even realize we were here. She was in a great panic, though I cannot discern the reason. Our discussion reached impasses time and again, a state of affairs that we cannot allow to continue. Still, I do not understand. Dialogue is the basis for understanding, so why did she keep refusing to engage? Möglicherweise reicht es nicht aus, sie nur zu befragen. Sollen wir sie unter Druck setzen? Anklagen? Ist das jetzt? Wir müssen ihr die Ärztelage bewusst machen. Ich glaube, das hat er gerade schon getan mit dem Zettel der Opfer. Everyone in her inner circle has noticed that she is hiding some secret. The issue is her attitude. I fear that she will not reveal anything unless absolutely forced to. We may have to create a situation in which she will have no choice but to speak. Oh? Like what? Ein Prozess. Normally, people will only reveal the truth when standing trial. Perhaps we must have the Hydro Archon experience just such a scenario. But Farina's seen so many trials, and she's really good at dodging questions. How do we make sure that she won't just slip away at the first chance she gets? We will need to consider this thoroughly, join forces with various parties, and then do what we can. If at all possible, I would prefer to recuse myself from this affair, but we must prevent the prophecy from coming to pass. This may be cruel to her, but all Fontaine is in crisis. The information a god possesses is too precious, and so we must take a chance on this. Es könnte sein, dass wir damit alles erst richtig in Gang setzen. Okay, wir sind dabei. Wir brauchen Unterstützung. But who will lend us their aid to do such a thing? Ich habe da jemanden im Verdacht. Also ich persönlich. Ich weiß nicht, was Sie denken, aber ich denke Arlecchino. Sie hat eine persönliche Agenda gegen Farina aus denselben Gründen wie wir. Spina di Rosula könnte natürlich auch ein Kandidat sein mit den jüngsten Verlusten. Well, that's everyone, huh? Speaking of which, it was pretty smart of you to think of hiding here. Poisson was just involved in a disaster, so it's presently devoid of people. That naturally makes it the best choice. And here you are drinking tea like it's the most natural thing in the world, huh? That's what families should do. Sit and enjoy a leisurely time together. It's nice to enjoy tea here, you know? Care for a cup? Lend me your ears, everyone. Or perhaps one of you might like to start us off. How about you, friend? Me? No, I don't think I can. Then, how about you, good sir? I fear that I will cause the mood on this boat to become as somber as it is in court.
Well then, I guess we're lucky we've got a local like me to organize things. Wonderful, the spotlight at last. I guess I'll be facilitating things from here. That was a little long-winded, don't you think? Okay, dass sie hier ist, hätte ich nicht gedacht. Ist Risley dann auch hier? Oh, you might be right. Anyway, to cut to the chase, our friend here, the Traveler, has brought us together to discuss something. As for what that is, well, let's start by saying that we'll be pooling our efforts together to create a series of traps. Oh, how intriguing. Well, it's just an expression, really. One that I just learned from Chlorand, and used on the spot. So, let's invite her to explain in detail. A round of applause, please. Huh? Didn't you say that you would be facilitating this? Oh, come now. Your work doesn't involve much public speaking, right? This is a good chance to practice. You might even pick up some fancy oratory tricks to impress your boss with in the future. I see. And what does my boss say? He is glad that you consider him your boss. Do go on. In that case, do any of you have experience hunting? Not that I recall. Also, ich jage gelegentlich für Ansehensbelohnung. Fremine and I once used a wooden stick in a basket to catch wild rabbits when we were younger. As for Lynette, oh, right. You were sick that day, weren't you? I've also gone diving to catch some fish before. Does that count? I'm afraid not. You may or may not have heard, but Fontaine once played host to a group known as the Marechaussee Hunters. Though that was their name, they did not hunt animals, but rather various monsters left behind by the ancient dynasty of King Remus. Das Artefaktset. Today, Fontaine's monster population has already thinned greatly, so the hunters have blended back into society, taking up arms in other lines of work. They even left a unique methodology of hunting in their wake. A trap comprises of the following components: bait, a trigger, and a containment device. Sometimes a lethal implement will also be necessary to deal with the prey. So, if we were to build a trap together, right now, what would you choose to build it with? For me, I would prefer something basket-shaped. Pigeons and rabbits will see the bait and naturally enter the snare. Our line of work requires a deft hand, and we're some of the best in the industry, so you can count on our techniques. You used some of those techniques while moving the people of Poisson, didn't you? My subordinates mentioned that you even performed some magic for the bawling children. Yes, and I even managed to gather some intelligence in the meantime. I'm quite the multitasker if I do say so myself. I'm afraid I can't claim that as my strong suit. I prefer more stable methods, like placing bait in the water and waiting for the fish to come within reach. That's the kind of method I would count on. Calm and steady. Exactly the kind of person who would catch loads of fish. And I can be their assistant. With discretion, I'm sure. I'd probably use some sort of mechanical animal. Papa once bought me some small clockwork squirrels, mice, and such. I fear I do not have any related experience. That makes sense. You usually containment device and the type of implement we need. If we wanted to kill the prey in one strike, we would need a powerful implement. However, that also goes for prey that must be captured and safely contained. Wait, why's that? Only a hunter who's a true expert at subduing their prey can snare it without harming it. The line that divides life and death. Ich werde nicht mal als live angezeigt?
Okay. Fall das gerade alles okay ist. Scheinbar ist die Verbindung abgebrochen. Ohne dass mir was angezeigt wurde. Ja, ich bin... Mir wird nichts angezeigt, aber ich bin wohl nicht live. Das ist merkwürdig. Okay. Ey, ich sehe endlich wieder, wo ich jetzt bin. Okay. Okay. Gut. Ja, der Stream war wirklich weg. Der war wirklich weg an der Stelle, wo ich sah. Alter, mir wurde nichts angezeigt. Das ist problematisch. Aber es ist jetzt wieder okay, dass mir was angezeigt wurde. Okay. Gut, aber jetzt sind wir wieder da. Ich lasse weiterlaufen. Wir haben leider so 1-2 Gesprächszahlen verpasst. Ich lese mal vor. Nur der geschickteste Jäger kann seine Beute bezwingen, ohne ihr Schaden zuzufügen. Die Grenze zwischen Leben und Tod ist oft äußerst schmal. Das ist im Prinzip, worüber wir geredet haben. Nur über die Beute. Wir haben noch nicht ganz die Metapher aufgelöst. So, are we going hunting together? Huh. We hadn't thought of seeing ourselves as hunters. It kinda works, but maybe it's still not the best metaphor. If our means of capturing and dealing with our prey is to put them on trial, then the hunting metaphor is actually quite accurate. But we shall require much more courage than any hunter to judge a god, a being whose seat is an exalted throne. Oh, so that's what's going on. Sounds very interesting. Danke, Spiel, dass du das nochmal aufklärst. Die Beziehung zwischen euch und Furina ist bei weitem nicht so schlimm wie die Jagd gegen irgendwas, was ihr töten wollt. So. Alles, was ihr tun müsst, ist, die Geheimnisse aufzudecken, die sie hütet. Der Versuch, die Geheimnisse einer Gottheit zu enthüllen, ist ein Akt der Respektlosigkeit. Aber das muss getan werden, um zu verhindern, dass Fontaine im Wasser versinkt, wie es in der Prophezeiung vorhergesagt wurde, oder wird dazu führen. Es gibt keine Jäger und auch keine Beute, aber es muss eine Falle geben. Ihr müsst eine Falle bauen. Danke. Ich habe das schon verstanden. Okay. Mal sehen, was sollte der Köder sein? Ich würde Kuchen vorschlagen. Einfach nur Kuchen buchen. It's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. Das Treffen hat so lange gedauert, aber jetzt bin ich hungrig. Paimon didn't think the meetings would go on for so long, but everyone seemed pretty fired up, huh? Paimon thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Paimon thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. Der ist immer ängstlich. Ich habe den nie wirklich confident erlebt. Fühlst du dich nach dem Treffen sicherer, Paimon? Weiß ich nicht. Gotteslästerung und so? Well... It's hard to say. Paimon doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Paimon sure will do great. After all, you're the most reliable person in the world, aren't you? Huh? Was ist denn? Did you just pour some tea? Paimon didn't
Oh nö, nicht schon wieder sowas. Was ist los? What's that? Paimon's never seen that cup before. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. Who's that voice? But there's no one here. Ah, have you forgotten me already? Wait, you are familiar. You're the voice we heard from the sky in Sumeru. The voice from the sky, I fear that description is wrong. Though, not completely wrong. Wow. Oh mein Gott, ich habe das schon ganz vergessen. Also ist das nur eine unsichtbare Person? You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. Wer bist du und was willst du von uns? Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. Ja, okay. Also ist sie eine vom Hexenzirkel? Landing einer Freundin könnte sie eine Freundin von Monas Meisterin sein, das rätselhafte N des Hexenzettels. Erlaubt mir zu fragen, wird Fontaines Prophezeiung wahr? The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. What? Then is there any way we can stop it? I believe you have witnessed a failed attempt with your own eyes. Can everything in Tevat so easily be changed? Da ist es wieder. Schicksal. Gibt es wirklich keine Ausnahme? Ah, so you've caught on. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? What is she talking about? It all sounds really impressive and important and stuff, but it also sounds kind of scary. Unsere Gesprächszeit I endet believe bald. that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. This was good tea, by the way. Thank you for your hospitality. Well, that'll be all for today. The voice. It's gone. Hexe N. Ist das der Hinweis, den du uns hinterlassen wolltest? Wir haben keine wirkliche Bestätigung, dass sie diese eine Hexe ist. Aber könnte schon sein. Können wir Speichelproben aus dem Tee entnehmen? Vielleicht irgendwie Genforschung, um herauszufinden, wer genau das ist? Abgleich mit irgendwelchen Datenregistern? Die unerwarteten Nachrichten... Das ist immer viel zu schnell zum Lesen für mich. Verzeiht. I want to hear someone talking. Dieses Mal bin ich es. Entschuldigung. Alright, coming. Hey, it's you who's getting lazy, okay? Can't argue that. Well, I see I've walked in on some lively banter. Dürften wir ihr von N erzählen? Mona, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Fine, just fine. I went to take part in that Steambird panel. It turned out to be more interesting than I expected. Not all Fontainians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. I agreed, so we had a brief chat with her. Did she have pink hair by any chance? Ah. Yes, it was Charlotte.
You remember her, right? That daredevil journalist? Mhm. I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few words? That's right! Paimon's glad to hear something sensible for once. Ah, yes. About what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag. I'll try again tonight, but I wouldn't get your hopes up. Ich würde es trotzdem sagen, dass sie das machen sollte. Aber was das angeht, haben wir Neuigkeiten. Huh? Goodness gracious. Are you serious? Ich glaube, sie ist gekommen, um uns eine Nachricht zu überbringen. She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? Ich habe jetzt mal eine Frage. Das war doch ein Limited Time Event, wo wir überhaupt von dem Hexenzettel in der Art und der Hexe N erfahren haben. Das war doch ein Limited Time Event. Diese Info fehlt jetzt also jedem, der irgendwie monatelang nicht gespielt hat. Oder erst jetzt anfängt, Genshin zu spielen. Oder irre ich mich da? Das wäre die Frage. The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. Whoa. The Hexen Circle sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. Was mich zu einer weiteren Frage bringt, die ich mir innerlich gestellt habe, könnten die vielleicht auch mit der Reise des Geschwisterleins involviert gewesen sein? Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though, so... perhaps it is something that you cannot know right now. Stimmt, ihre Worte müssten einen hilfreichen Hinweis enthalten, aber wann werden wir seinen Wert und seine Bedeutung erkennen, wenn es zu spät ist? Was das bereits... War das bereits die Antwort, die ich auf meine Frage bekommen könnte? Traveler, Paimon, are you two all right? Nee, überhaupt nicht. Oh, we're fine. We're just a little down right now. It kind of feels like the end is coming, you know? I see. I feel that same sense of desperation, too. I guess you could consider me someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. But even so, I still hope for, and believe in, miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is cruel, but it can also be beautiful. Perhaps that's what En was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. If we don't struggle to the last, then how can we face the end when it comes? Huh. You do have a point. There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff... I need to get going. Ich finde es ja interessant, wie wir ihr tatsächlich Respekt gegenüberbringen. Das ist nicht so gewöhnlich, wenn ich an den Anfang denke, die erste Quest, in die sie involviert war. Meine Güte. Mach dir keinen Kopf darüber, Mona. Danke. It was worth trying to comfort you, even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did. I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. Paimon feels kind of moved by what Mona said. But
also kinda sad, too. Hey, Traveler. Paimon suddenly feels like going outside for a walk. Let's go. Monas Rolle ist nicht vorbei. Der Hexenzirkel kam zu uns, aber Mona hat noch nichts für uns tun können. Das bedeutet, sie wird nochmal auftauchen. Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. Ja, und vielleicht können wir das bald nicht mehr? Ja. Okay. Dann nehmen wir doch. Huh? Our names are written in this newspaper. Vielleicht sind wir ja what's going berühmt. on? Vielleicht sind wir ja berühmt. Let Paimon see! The underwater stronghold, the Fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Huh. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Thus, did an Outlander friend become the focus of this report? A blind adventurer with their white fairy, legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. Journalist Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, World Walker. Huh. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. She hasn't been able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead? Das scheint tatsächlich der Fall zu sein. Wir sind zweite Wahl. Ugh, seriously? Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. Ich würde es trotzdem bevorzugen, dass sie das lässt. Stell dich mal vor, ihr würdet auf Schritt und Tritt beobachtet werden und hättet keine Ahnung, bei was denn alles. We're here! Paimon's hungry. Should we go in and get something to eat? Ist das der Ort, wo alle Kino rein wollte? Ich glaube nicht. Hey, quick! Look! That's the limited edition, only 16 slices a day cake! Ist es für heute noch nicht ausverkauft? Also, der untere, ne? 4 Stück noch übrig. It was so delicious the last time we tried it! Despite the tense situation we were in, let's give it another go. Paimon's sure it'll be great. Beeilen wir uns, aber wie teuer wird der denn sein? One slice of cake, please. Someone showed up after all. Oh, wait, you're the one from the Palais Mermonia. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Neuvillette was right. You really can eat. Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee here. Do you come here often? Usually every day. Every day? Die Musik ist sehr chillig. Übrigens, darf ich anmerken, sehr entspannend. It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? Wo kommt das jetzt her? But why would it close? Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. You know, like in the prophecy. Ja, dann würde sie wahrscheinlich auch nicht überleben. Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No, still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today.
Und vielleicht würde sie sogar das Backen lernen und ihn selbst machen. No. It's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. Yes. Huh. Das beschreibt sehr gut, wie ich lebe. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? Oh. Jetzt noch eins These 2 übrig. slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. Oh. Oh, you know Sijuin? I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. She said that humans are creatures that are saddened easily, yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please try the cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. Danke, ich hoffe, der ist nicht zu teuer gewesen. And there she goes. All right, let's dig in. I'm unsure this cake will be delicious. It's more delicious than last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. It sure would be nice if we could come again tomorrow. Sure would be nice if we could always eat delicious food here. Einfach das Kuchenrezept lernen. Ich kann das bestimmt kaufen. Bäh. Irgendwo. So. Keine Ahnung, wie viel ich von allem habe. Aber die paar Rezepte werden erstmal ausreichen. Ich brauchte sowieso mehr für die Möglichkeit, dass sie in Daily Quests auftauchen. Oh, we're near the Seabird office. Let's go look for Charlotte and have a chat. Leider habe ich keine Daily Activities mehr abzugeben. Das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen. Wobei, das stimmt doch gar nicht. Ich habe eben eine Quest absolviert. Moment. Ah, okay. Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Oh, have you seen the article I wrote about you? Ja, Stalkerin, würdest du das lassen, bitte? Ha! You've got some nerve. You just used us to make some quick mora. Können wir eine Gewinnbeteiligung aushandeln? Oh, you needn't worry about that. I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Really? Oh, you're the best! You're almost a little too easy to win over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. Oh, Paimon knows you're not like that. Außerdem haben wir schon alle Kino. Still, what brings you here all of a sudden? Were you looking for me? When Mona mentioned you, we thought of coming to see you at work. I see. It seems you've already bumped into Mona here in Fontaine. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real daredevil of a journalist. Nice. In which case, can this daredevil journalist dare to request an exclusive interview with the legendary Traveler and Paimon? Huh? So your article in the paper today doesn't count? Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to talk about the things you've seen and experienced. Willst du das wirklich tun? Yeah, are we even qualified enough? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. Oh, in that case, we'll just chat when you have the time then? Ah, das wird unser Questabschluss. Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... Whew, so much to get done now. Talk to you later. Wait,
Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. Aber darf ich mal eine Sache einwerfen? Fontaine ist auf einem riesigen Wasserfall. Von allem, was wir gesehen haben, ist nahezu das gesamte Unland rund um Fontaine niedriger als Fontaine. Wenn Fontaine überflutet wird, ist alles andere schon längst unter Wasser. Außer wir reden hier von einem Confined Space. Oder Fontaine wird nicht überflutet, sondern nur abgesenkt. Mit anderen Worten, je nachdem wie es wirkt, könntest du im schlimmsten Fall nicht mal ein anderes Land haben, zu dem du fliehen könntest, nach der Logik. Ich weiß nicht, bedenkt das niemand? From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're thinking. That sounds a bit sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless. And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. I guess you could say that I was born to be a journalist. But anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. So you die to be one too? That's so nice. All of a sudden, Paimon actually kinda envies her. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? The sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? Paimon's been thinking. Ja? If it wasn't Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? Ich bin zurück bei meiner Frage. Wenn Fontaine zerstört wird, überflutet, wäre der Rest doch schon längst unter Wasser. Celestia gäbe es noch. No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? Es wäre wohl das Jadegemach, ein sicherer Ort. Wenn ich die Wahl hätte? Wahl. Genau wie Charlotte vorhin gesagt hat. Man kann wirklich nicht plötzlich eine vernünftige Antwort geben. We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. Bis dieser Moment eintrifft, werde ich meine Reise fortsetzen. Und so leben, als wäre es der letzte Tag. You mean, still traveling? Ja, ich möchte jeden einzelnen Moment genießen, in dem ich die Welt bewundern kann. Huh. Wait, isn't that what we've always been doing? Genau. Wir haben alles richtig gemacht. Wir gehen zurück in die Unterkunft, lassen den Tag ausklingen. Die nächsten Tage verlaufen ebenso ruhig. Charlotte kommt euch im Stützpunkt der Spina di Rosula unter der Stadt besuchen. Zum Interviewen. Also doch nicht Post-Story-mäßig, okay. Nachdem Navi ihre Aufgaben in Poisson beendet hat, kehrt sie zum Stützpunkt zurück, um ein Foto mit euch beiden zu machen. Alles läuft bestens. Feels like you'll grow mold if you stay here long enough. But it's still better than the Fortress of Mirapede, that's for sure. It's not only damp there, but salty too.
So the two of you are still here. Wonderful. Oh, you're from the Palais Mermonia, aren't you? Yes, I'm Isadora. Monsieur Nervillet sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the fortress of Meropide. Du denkst also, dass wir gesuchte Kriminelle sind, oder? Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Actually, I'm here to pass along a message from him. Lass hören. Yes, inside the Opera House. The Maréchaussée Phantom has declared the incident a small-scale riot. A riot? Well, that said, I don't personally think it was that serious. Lady Farina was watching a performance at the Opera House, and while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her, loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. And before she could respond, others started to join in. The crowd continued to grow, and protests against the Hydro Archon started to break out. So people have started to put the blame on Farina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. I agree. People will naturally rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. So what happened after that? Is Farina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. The Maréchaussée Phantom had their hands full maintaining order and did not catch where Lady Farina had gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. So, you mean she's still missing? That's right. The Maréchaussée has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? Naja, Alekino meinte, dass sie nicht sehr viel drauf hat, so generell. Ich verstehe nur die Situation. Good. Monsieur Nervillet sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. Don't worry, this is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. Ah, is that so? Well, all right then. In that case, you two take care. I'll be heading back to the Palais now. Well, sounds like we should hurry over to Poisson then. Okay. If we know Farina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. And, as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. When Nervillet was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. Paimon thinks Farina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. Huh. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon can do the analysis to back it up too. Cool, huh? Das hat ihr offenbar gut getan, Detektivin zu werden. In that case, there's not a moment to lose. Poisson, here we come! Es kann aber auch immer noch falsch sein. Wollen wir wirklich runter? This place looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of death at station. Could Farina really be here? Let's try to find her as soon as possible. Ich sehe sie. That's Farina, right over there. She really is here all on her own. Sag's mal ruhig. Should I just give up? This is all meaningless.
What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. I'm sorry. I am so sorry. Give up, Farina. There's no point in holding out. I'm sorry. But what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? Who's that? Oh, das haben wir gesagt. Don't worry, Farina. It's just us. So it is you, blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects, come to kneel and beg for my forgiveness. Farina, you were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. What do you mean, tear stains? Oh, I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to process it. Who did that uncivilized rabble think they were, disturbing my enjoyment of the arts? They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. Ganz ehrlich, für jemanden, der nicht in der Lage ist, sich sowas einzugestehen und dann diese Tour fährt, verfliegt mein Mitleid leider sehr schnell. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Marche Chaussee Phantom are freaking out right next to them too. Das ist alles nur Show. Of course not. Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Quick, after her! Farina, those people seem to be after you. They are? They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? That's against the rules. I can't let them get their way. Farina just ran off. Quick, we have to catch up with her. Läuft sie jetzt immer noch vor uns weg? Hey, Farina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place? Hurry, they're almost here. Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Paimon's exhausted. Und wir sind jetzt in der schönen Echokammer. Also. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. Ja, vielleicht solltest du besser deine Stimme senken, um nicht aufzufallen. You're right. Danke. Yep, that's a good girl. What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? Ja, scheinbar mehr Wasser. Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that.
Novelette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Yeah, I hope you're right. Was uns vielleicht zum Thema bringt, dass sie keine Notfallpläne in die Wege leitet. But the people of Poisson, they've already... Hat vorhin endlich ihre Grenze erreicht. Jetzt, da sie über ihre wahren Gefühle spricht, sieht sie mir nicht mehr so steif aus. Ja, also, ich hoffe, sie verfällt nicht gleich wieder in diesen komischen Wahn. It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. I once had informants all over Teyvat, searching for clues and feeding information back to me. I've tried all kinds of ways, too, to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Also wirklich, Celestia, hm? Aber wieso genau? Du hast immer noch nicht aufgegeben, oder? Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Aber es würde ebenso bedeuten, dass jegliche Hoffnung verschwinden würde. Indeed. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Aber das allein reicht nicht. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. Uns läuft die Zeit davon. Wenn das so weitergeht, werden wir wieder bei Null anfangen müssen. Ich muss mehr Informationen aus ihr rausbekommen. Du musst diese Last nicht allein tragen. Obwohl ich nicht weiß, was du für dich behältst. Ich bin mir sicher, dass dein Volk mehr als bereit ist, deine Last zu teilen. Vielleicht nicht mehr ganz so mittlerweile. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. Selbst, ja, weil sie als letztes übrig bleibt, ne? Selbst wenn deine Last nicht geteilt werden muss, kannst du sie jemand anderem anvertrauen. Es gibt ja noch andere, die nicht aus Fontaine sind übrigens. Die werden das wohl überleben irgendwie. Erzähle es einfach mir. Lass dich sozusagen, mich deine Zeugin sein. A witness. Yes, I've heard that you came to Teyvat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Teyvat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... Die Zeit. Spuck es einfach aus. This?
Ach ja. Oh. Okay. Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Am Anfang habe ich das gedacht, dass das mit uns zu tun hatte. Aber Paimon hat immer so geredet, als wäre das nicht Teil des Plans. Deswegen habe ich es einfach dismissed. Okay. Okay, got me. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. So this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Focalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. You would draw your blade against a god? I see. It seems like you have made up your mind. Paimon can't believe it. She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Farina, what is the meaning of this? It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in myself. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice! This time, I will protect you. Applaud and rejoice! One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words, this shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine! The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin! Woohoo! Now we're making history! Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Sie weiß, wie das funktioniert. Mit der, Oracles. Deswegen versucht sie die Menge auf ihre Seite zu ziehen. Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? Yeah. All right, then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Hi, it's me. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Wir waren so nah dran, sie dazu zu bringen, uns die Wahrheit zu sagen. Und trotzdem ist es am Ende so ausgegangen. Aber es ist in Ordnung. Solange wir Farina vor Gericht schlagen, ins Gesicht schlagen können, haben wir immer noch eine Chance, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean, the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. That's right. That house was a magic box, rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Erinias. Its cargo, of course, Das war die erste Erschütterung. was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome? Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? Das sollte man wirklich klarstellen bei ihr, weil sie hatte den Eindruck, dass irgendwo weiter das Wasser steigt. That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Sorry. Then, I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Thank you. As for you, Traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Nope, wir wollten das Gerichts verhindern, indem du einfach alles sagst. Aber du musst deine Show aufrechterhalten. Oh? Meine Aufgabe war, dir eine letzte Chance zu geben, genau. Wir hatten gehofft, dass du dein Geheimnis mit uns teilen würdest, bevor der Zauberschrank auf die Bühne stand. Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Ja, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als über den Hydro-Archon zu urteilen. Dennoch ärgere ich mich über das Gespräch von vorhin. Was wollte mir Farina sagen, kurz bevor wir auf der Bühne angekommen sind?
Bedenkt irgendjemand, dass die Oratrice schon einmal selbstständig gehandelt hat und wenn wir das jetzt als Gerichtsprozess so machen, ja, wir könnten unsere Antwort bekommen, aber dieses Ding scheint offenbar nicht ganz einstimmig mit Neuvillette zu sein. Madam Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Ja, sie saß die ganze Zeit da. Ich dachte, das wüssten die. Paimansi. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's already finished it, huh? Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument! Okay. Ich hätte nie daran gedacht, es so zu verwenden. Nee, nicht wirklich. Aber wie viel ist denn da wirklich drin? Ich schätze mal, wir haben wirklich alles aufgezählt. Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? Okay. You defeated the Hydro Archon in the very first duels you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right. I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess you could also see this as a happy coincidence. Linné und Vacher und natürlich Tartaglia. This is the first time Monsieur Neuvillette had a difference of opinion with the Oratrice. Even the Hydro Archon can't figure it out. Und das wird wahrscheinlich sehr relevant werden wie jetzt. Das Treffen mit Arlecchino. The Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. Der Wahl im Traum ist jetzt allerdings hoffentlich kein Beweis für irgendwas. Das haben wir geträumt. Das kann alles Mögliche sein, rein technisch gesehen. According to Monsieur Neuvillette, both Child and that whale should have been in the primordial sea at that time. I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest, that still gives me shivers. Mhm. Und Hexe N haben wir hier auch. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. Okay. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Neuvillette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Wir reden? Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady Farina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? Charge accepted. Lady Farina, do you plead guilty to the charge? Lady Farina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Ich möchte mal sagen, dass es, wenn man in den Charakter-Info-Screen bei allen Charakteren geht, dort Informationen über das göttliche Auge hat. Genauso wie es bei Neuvillette als einzigen die Macht des Drachen ist.
Ist es bei allen Göttern das göttliche Herz? Bei Furina sind da 3 Fragezeichen. Was sich vielleicht nach dieser Quest ändern wird, aber es steht echt zur Frage, selbst in den Charakterinfos. Yeah, even though Lady Furina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Furina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? Wir haben eine Theorie von einer gespaltenen Persönlichkeit bis hin zu diesem Fluch, den alle Kino bei ihr gespürt haben mag. Mal schauen. I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, I can promise you as the God of Justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? Huh. An argument with near impossible odds, huh? You have to not only refute Furina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Die Menschen glauben nur deshalb, dass du eine Göttin bist, weil sie das schon immer getan haben. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? Nun, wie haben es die Frauen im Hexenzirkel geschafft? Oder Neuvillette? Es gibt einige Möglichkeiten. Dainsleif? Ich muss mir genau überlegen, was genau das Besondere an Furina ist. Also, das Treffen. Sie ist verflucht. Genau, da steht es auch. Bei dem diplomatischen Treffen mit den Bediensteten offenbarte sie, dass sie Furina bereits auf eigene Faust untersucht hat und das für möglich hält, dass Furina keinesfalls der Archon ist, sondern dass sie mit einer Art Fluch behaftet ist. First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Zum Beispiel durch einen Fluch. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. Es spielt keine Rolle, wer uns diese Information übermittelt hat. Entscheidend ist der Wahrheitsgehalt der Behauptung. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Neuvillette? Das heißt, Furina, könntest du anstatt eines Archons auch einfach nur ein verfluchter Mensch sein? Lady Furina is actually a human? Well, Glaube it ich is nicht. true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Aber das glaube ich so nicht. Es ist eher ein Gott, der verflucht ist, wahrscheinlich. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods.
For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. Moment. Dieser eine Fall hat das genaue Gegenteil bewiesen. Farina hat tatsächlich überhaupt keine Kontrolle über die Oratrice. Mhm. Und das war der Fall von Tartaglia. You tried to reference the Oratrice, but weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Farina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Farina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon? Well, now you're really losing me. Previous. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. Sicher, dann legen wir die Oratrice erstmal beiseite. Aber könntest du, Fräulein Farina, uns deine göttliche Macht als Archon demonstrieren, hier und jetzt? My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? Ich weiß nicht. Raiden konnte es. Ohne Probleme. If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. You don't need to go that far. Eine kurze Demonstration deiner Macht über das Hydro-Element sollte reichen. Ein Archon kann doch sicher tun, was ein Mensch mit einem göttlichen Auge tun kann, oder? Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Das Ding ist das göttliche Auge, was sie als spielbarer Charakter hat. Man sieht ja, wo es sitzt. Dort sitzt gerade was anderes. Nicht mal das ist da. Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Sie sollte doch genug Informationen haben, um zu wissen, dass wir andere Archonten bereits bequatscht haben. Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Isn't that a huge stretch? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? It seems like nobody's buying Farina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at
me as if I was a liar. I'm still the same Farina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Please? You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? Enough! That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. Wenn wir nicht beweisen können, dass sie kein Hydro Archon ist, können wir versuchen zu beweisen, dass sie nur ein Mensch ist. Und wenn Farina nur ein Mensch ist. Ja, es könnte ein Argument sein, dass Neuvillette dahin gehen musste, um das Urmeer zu versiegeln. Und wir könnten argumentieren, dass sie nichts dagegen tun konnte. Aber sie wurde durch eine außenseitige Kraft, nämlich Arlecchino, daran gehindert, irgendwas zu tun. Und man kann natürlich argumentieren, Neuvillette hat es gespürt und wir haben ihnen nie was davon erzählt. Und ich glaube, das wird das Argument sein. Aber kann man das so nehmen? Ich versuch's. That doesn't sound right. Okay. Paimon doesn't think this clue can be used as compelling evidence to build our case. Ich habe auch meine Zweifel. Das mit dem verschwundenen Mädchen kann ja nicht im Zusammenhang stehen. Bei der Erkundung der Ruinen in der Nähe von Poisson stürzte eine Brücke an und Navia fiel fast ins Meer, das mit Urmeer vermischt war. Dank des Schutzes der bereits verstorbenen Mitglieder der Spina de Rosula wurde sie nicht aufgelöst. Während Lennys und Lillettes erster Aufführung im Opernhaus ereignete sich ein Mordfall. Obwohl sie schließlich von jeglichen Anschuldigungen freigesprochen worden waren, wurde ihre... Nee. Das mit dem Mordfall? Ich mag meine Auswahlen hier nicht. Ich versuche selbst herauszufinden, was denn mein Argument wäre. Dass sie nur ein Mensch ist. Dass sie sich irren kann in einem Gerichtsprozess. Aber das ist bestimmt schon öfters auch passiert und jeder Gott kann sich irren. Dass sie nicht in der Lage war, diesen Fall aufzuklären. Das hat nichts mit ihr zu tun. Selbst Neuvillette war nur zufällig da. Da wäre das, was ich genommen habe, ein besseres Argument. Also... Dass sie sich hier geirrt hat? That doesn't sound right. Würde ich auch sagen. Paimon doesn't think this clue can be used as compelling evidence to build our case. Also, dass sie nicht in der Lage war, das hier aufzuklären? It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. Oh. And that means... Das ist es? Wir wollen beweisen, dass sie sich auflösen kann? Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter.
Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives, including those of some of my closest friends. So, Miss Farina, would you dare to touch some of this seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rosula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. Ich würde sagen, das ist wirklich nicht der Weg, wie man das machen sollte. Wir spielen hier mit ihrem Leben. Das sollte nicht unser Argument sein. Das ist nicht nur sehr extrem, sondern auch unethisch. Und niemand hier, ganz egal, ob sie vorgibt, ein Gott zu sein oder nicht, sollte das für richtig halten. If Lady Farina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? Wie können die alle da so nonchalant sein? Farina? Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... Due to the inherent risk of the test, Lady Farina, you may... Hey! Sie hat wirklich... Das Ding ist, ob Gott oder nicht, das ist kein eindeutiger Beweis. Ein Gott kann in Fontaine geboren sein und immer noch berührt werden davon. Wir wissen zu wenig über das Wasser, um auszuschließen, dass das auch auf die zutrifft. Und vielleicht wurde sie nicht in Fontaine geboren. Das ist halt auch immer noch eine Möglichkeit. I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Während ich argumentieren würde, dass ein Hydro-Gott aus Fontaine nur in Fontaine geboren werden kann. Ich meine, das wäre im Fall, falls sie keiner ist, ne? Falls sie kein Gott ist. Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegewin? If you're present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Sie ist also keine Brausetablette. Und Kloßbrühe ist auch ein gutes Stichwort in dem Zusammenhang. Ja, sie ist auch kein Kloß. Siegewin? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewin. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater.
The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Thank you, Miss Siegewing. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh, wait. What did she just say? I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove my innocence? Okay, also die Falle war, dass die Konzentration sehr, sehr gering war. Aber das konnte niemand anders wissen. Ich verurteile immer noch, dass die Menge nichts dagegen hatte. Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur. Das ist auch wirklich das Weiteste, was man gehen kann. Und selbst das ist schon sehr extrem. We don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low-concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Farina could have... I can't believe... You... Aber was ist eigentlich los? Farina müsste doch wissen, welche Folgen es hat, als Mensch diesem Wasser ausgesetzt zu sein. Das unterscheidet sich zu sehr von ihrem üblichen Verhalten, es sei denn, ihr ist es tatsächlich wichtiger, die Farce aufrechtzuerhalten, als ihr eigenes Leben zu retten. Aber hat sie nicht schon vor langer Zeit alles aufgegeben? Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Danke. Ich hatte schon befürchtet, das wird gar nicht angesprochen. Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. I don't think anything she says at this point will sway anyone. She's too stacked against her now. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty. We shall now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal to render the final verdict on the charges. Das war ein Teil der Prophezeiung. Allein auf ihrem Thron, weinend. Die falsche Reihenfolge, hm? According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Farina is... Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? Kann es sein, dass die Oratrice Farina für unschuldig erklärt hat? Nee. No. The Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However,
The exact wording of the verdict is thus: the Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. The death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Furina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? Weil wir das Ding unterschätzt haben. This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah! Even Vacher wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Was noch merkwürdiger ist, die Oratrice hat nicht über Furina geurteilt, sondern über den Hydro Archon. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Excuse me, if I may interrupt. Is the trial still going? Was ist draußen los? You finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Is that the first prophecy slate? Wow. Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. Mich wundert, dass die intakt ist. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Keine Sorge, das Geheimnis wurde noch nicht gelüftet. Es ist noch nicht zu spät. Sie wird nur sterben. Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. I would like you to come here and confirm their contents. Du glaubst? Das sagt er doch nur offiziell. Er weiß es doch. Er war dabei. Huh? So what do you see? What is it? Es scheint der Gott zu sein, der jemanden Kraft gibt. Dass der ehemalige Hydro Archon seine göttliche Kraft freisetzt, um Okeaniden in Menschen zu verwandeln. I believe I have now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Furina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. Interessant. Aber wenn das Verbrechen ist und die Prophezeiung so lange gedauert hat, warum macht Celestia das? Es gab also kein Fontaine. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Die Zusammenhänge zwischen den Inhalten der Steinplatten und die Ereignisse im wahren Leben. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. Überprüfe die Beschreibungen auf den Steinplatten, um ihnen wichtige Informationen zu entnehmen.
Du kannst Szenarien, die sich auf die Inhalte der Steinplatte beziehen, in den im Interviewhandbuch aufgezeichneten Vorfällen finden. Damit kannst du diese Inhalte nachprüfen. Während der Prüfvorgang fortgesetzt wird, steigt der Wasserstand des Brunnens im Menü an. Das ist eine Metapher. Wenn du alle Steinplatten überprüft hast, wird sich die Wahrheit hinter der Prophezeiung offenbaren. The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Mit anderen Worten, das Urmeer macht nichts, außer den Urzustand zurückzukehren. Does that mean that Fontanians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. The second stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Baché. Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. Die wahren Geschehnisse mit der Prophezeiung auf den Steinplatten in Verbindung stehen. Es scheint den ehemaligen Hydro Archon zu zeigen, wie er seine göttliche Macht einsetzt, um Okaniden in Menschen zu verwandeln. Und da haben wir natürlich die Wahrheit hinter dem massenhaften Verschwinden der Mädchen, dass die Menschen aufgelöst werden in Okaniden. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial seawater. And the first stone slate tells us that long ago, the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason that Fontanians can dissolve. Sie kamen ursprünglich aus dem Wasser, deswegen wird es so genannt. The Primordial Soup, allerdings nur für Fontänen. Und das war halt immer der Punkt, warum galt das nicht für andere. So. Auf ihr ist im Himmel das anmutig schwebende Celestia zu sehen, sowie der Hydro Archon und sein Volk, die sich gemeinsam vor ihm verneigen. Doch trotz allem scheint Celestia weiterhin seine Strafe über sie zu verhängen. Anders als bei Khaenri'ah, was sehr schnell und kurz ging, dauert das an und wird über Jahrhunderte hinausgezögert. Vielleicht nicht durch Celestia, sondern durch Indomnidium? Durch die Overtrees? Vielleicht? Hat der alte Hydro Archon da was bewirkt? Der Zugang zum Urmeer ist in der verbotenen Zone im Fort Meropide versiegelt. Vor kurzem wäre beinahe dieses Wasser ausgebrochen, doch mit Hilfe von Nevelets Kraft konnte das Urmeer vorübergehend zurückgedrängt werden. Der Hydro Archon wurde für schuldig befunden und bekam die Todesstrafe. Das wird ja wohl nicht hier sein. That doesn't sound quite right. Denke ich auch. Dass Navi nicht aufgelöst wurde, ist es auch nicht.
Tartaglias Schuldigsprechung? Auch nicht. Okay. Ich komme gerade nicht drauf, aber das hier kann es nicht sein, oder? Doch. Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervilette mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. Ich dachte nur, ich kann das jetzt nicht verpulvern, weil Furina in den nächsten beiden Platten gesehen wird. Das ist auch das Einzige, was Sinn ergibt. Auf dieser Steinplatte ist deutlich zu erkennen, wie der Hydro Archon im Meer versinkt, umgeben von vielen Menschen. Und das war Navia. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? Auf dieser Steinplatte auf ihr ist im Grunde genommen eine Szene zu sehen, die mit jener identisch ist, die in der Prophezeiung beschrieben wird und in Fontaine kursiert. Die Bewohner Fontaines werden sich schließlich im Meer auflösen, während der Hydro Archon auf seinem Thron nur noch seine Augen zum Weinen hat. Jetzt habe ich eine Frage. Fragt sich niemand, warum Furina selbst auf diesen Dingern aufgebildet wird? Das sieht natürlich niemand in diesem Gerichtssaal. Das mit der Hexe N? Ist noch nicht alle Hoffnung und Malz verloren? The prophecy from the stone slates found its way into society, but not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontainians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. Already. They'll dissolve into the primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. Huh? Oh, Paimon gets it now! So that's how you can make sense of it. But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them. Ganz kleinen Moment. Okay, ich dachte für eine Sekunde, der Stream wäre schon wieder abgebrochen, ohne dass mir das angezeigt wurde. Ich bin ein bisschen paranoid geworden deswegen. Zu Recht ja scheinbar auch. Aber es scheint weiter zu laufen. Okay. Die erste Steinplatte verrät uns, dass die Menschen von Fontaine keine echten Menschen sind. Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. All Fontainians were originally created by the late previous Hydro Archon, with oceanids as their basis. The evidence for that can be found in how only Fontainians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial,
all of them in the shape of Oceanids. Indeed. Das trifft zu, aber nichts davon haben wir wirklich gesehen. Das sind nur die Erzählungen. Ob wir das als hart beweisbare Münze nehmen können, weiß ich ja so nicht. Die zweite Steinplatte verrät, die Sünde des Hydro-Archons besteht darin, dass er die Menschen von Fontaine erschaffen hat. Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably anchored Celestia by creating humans without prior permission. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. Was die dritte Steinplatte betrifft, ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie nach der vierten Steinplatte kommen sollte. Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? Die vierte Steinplatte zeigt die Erfüllung der Prophezeiung, wie sie bereits allen bekannt ist. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Well? Did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the 7, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So we were all Oceanids before we turned into human beings? Die erste Generation, die wurden alle normal geboren.
als Kaninen, aber schon da in menschlicher Form. Also sie waren es nie wirklich. Nur die Vorfahren. That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontanian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. Die ist korrekt. Was soll dann die dritte Steinplatte darstellen? A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Wir haben in die Prophezeiung reingespielt. Herzlichen Glückwunsch! Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? Keine Ahnung. N? Wir hätten auf N hören sollen. Es fühlt sich so an, als gäbe es keinen Ausweg. Das hat sie auch gesagt. Ich habe nie verstanden, wie irgendwas anderes interpretiert worden sein konnte. Huh. No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. Bin ich das? Warte, ist das etwa... Es ist alles in Gang gekommen, als Tartaglia nach Fontaine kam, der in Verbindung mit dem Wal steht. This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. Mhm. Und hier haben wir, Tartaglia wurde schuldig gesprochen, kam ins Vor und dann brach es aus. Wir haben einen Traum, dass er angeblich scheinbar da drinne ist und der Wal. That doesn't sound quite... Okay. Ich glaube, ich springe schon zu weit. Lesen wir nochmal. Was ist die wahre Ursache der Katastrophe? Der unfassbar große Wal. Ah, okay. Nicht Tartaglia, sondern so. It was both dream and reality. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Aber was ist der Wal dann? Und wieso, also ich weiß, wieso Tartaglia mit dem in Verbindung steht, aber...
Gab es andere Auslöser, wenn jemand anderes dem Wal begegnet wäre, oder musste es er sein? Wir hätten ihn nicht rufen dürfen. That was way too close! How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? Ganz genau. Und das Loch, es schreit eindeutig Abyss. Ich wette, dass es genau der ist, dem Tartaglia in seiner Kindheit begegnet ist. So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. Okay. Von den Sternen, von dem falschen Himmel, könnte das die wahre Natur des Abyss sein? Oder hat es am Ende nichts damit zu tun? And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. Okay, aber wenn diese Strafe insgesamt von von Celestia kommt, aber dieses Ding nicht von diesem Planeten stammt, also ich habe Fragen. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. Und wir wissen, dass es seine Lebensspanne beeinträchtigt. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late. Ah? It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. That's not
not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed, that's not how a grand performance should end. Also ich bin hier auf Paimons Seite, dass dieses Naturdesaster, diese Katastrophe ein Gesicht bekommen hat, macht es eigentlich leichter. I'll fight it to the end, no matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? Okay. The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Nach all unseren Anstrengungen konnten wir nicht gegen das Schicksal ankämpfen. Warte, wenn es hier nur um Schicksal geht. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. Könnte es sein, dass es, selbst wenn die Prophezeiung in Erfüllung geht, immer noch eine Möglichkeit gibt, alle zu retten? Habe ich etwas übersehen? Ja, ich habe Furina vollkommen vergessen. Was wollte sie mir in diesem letzten Moment in einem riesigen Zauberschrank sagen? Was ist ihr wahres Geheimnis? What's happening with the aura trees? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Furina! No, I still need answers. You. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Furina. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor? Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass.
And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Aber wie? Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand? Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. Keine große Überraschung, dass das möglich ist. Venti selbst war so eine Art Windelementar. Von daher, ja, es müssen nicht immer Menschen sein, die Götter werden. Höchstwahrscheinlich sind es nicht mal Menschen, die Götter werden. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. Das bedeutet, Fossilize auch die Stimme aus der Aura Trees. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Farina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Farina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Farina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Farina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years, and all along,
She's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Und wir haben das auch gesehen. Bin ich mit Farinas Tränen in Kontakt gekommen? Soweit ich weiß, enthalten Tränen oft die stärksten Gefühle eines Wesens. Mit ausreichend starker Wahrnehmung gegenüber dem Hydro-Element kann ich eine emotionale Verbindung aufbauen, wie ich es mit dieser Orkanide in Lucinenbrunnen getan habe. Warte, könnte das Farinas innere Welt sein? Farina, was macht sie da auf der Bühne? Warte, wahrscheinlich ist das nicht die echte Farina. Das ist womöglich ein Spiegelbild ihres inneren Ichs. Wenn ich direkt mit ihrem inneren Ich spreche, könnte ich vielleicht leicht herausfinden, was ich wissen wollte. Ich bin hierher gekommen, um nach Antworten zu suchen. Diese Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Ich muss versuchen, mit ihr zu reden. Also sehen wir scheinbar nicht das Vernevelit, welches auch definitiv noch nicht vorbei ist. Oh, who permitted you to come onto this stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. Also bitte, ich bin es. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Sieh mich nicht an, sieh mich nicht an. Die wahren Gedanken kommen durch, aber ich sehe hier kein Publikum. Oh, do not jest. Can you not feel it? Wenn auch nur für einen kurzen Moment, lass das Rampenlicht ausgehen, die Bühne dunkel werden. I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. Ich wollte den anderen Satz sagen, aber ihr Satz ging zu lang und dann habe ich ihn kurzerhand vergessen. Ich glaube, nur für einen kurzen Moment kann ich sein. Irgendetwas stimmt nicht. Ich kann nicht zu ihr durchdringen. Selbst in ihrem Inneren spielt sie immer noch die Rolle des Hydro-Archons. Was für eine Entschlossenheit muss sie haben, dass selbst ihr inneres Ich und ihr Unterbewusstsein eine so undurchdringliche Abwehr haben. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Die Wünsche hat sie gesagt. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon enough. Steady as stone. Ha! Propagate! Germinate! Lightning! Purify! The doctor was seen. Our bond is strong. Ha! Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Here. Guards! Emergency. Mind the side effects. As a dutiful maid would. Die Fessel. Moment. Die Fessel, die Kette. Alle Lichter sind aus. In Farinas Herzen müssten sie die Blicke der Menschen
auf sie symbolisiert haben. Apropos, ich glaube, ich habe gerade eine Art Signal empfangen. War das Ihre wahre Stimme? Ein Trick? Seit wann ist das denn hier? Oh. Ist das etwa ein Eintrittsgutschein in Ihr Innerstes? Ach so. Eingeladen, sich hinzusetzen. Es sieht so aus, als würde die Schau gleich beginnen. Zeig mir, wie du dich wirklich fühlst, Furina. Akt 1 vor dem Spiegel. Furina. Es ist sie. Furina. Furina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're near me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me? What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think... I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side, and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human. My ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity.
If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try. I'll try to do this. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial, huh? How exciting. I'll be looking forward to it. Zweiter Akt. Die Rede beim Amtsantritt, Furina. Ich sitze hier gar nicht im Publikum. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Mut zusammennehmen. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Farina de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. Mit etwas Glück sind wir wieder da. Ich versuche nur gerade herauszufinden, wie viel weg ist. Es sind nur zweifelnde Publikumsmitglieder. Ich glaube, ansonsten haben wir bis jetzt alles mitbekommen.
Bis jetzt weiß ich noch nicht, ob ich wieder online bin. Okay. Da ist es zumindest. Okay. Es war immerhin in demselben Satz. Ich habe es sehr schnell bemerkt. Ich dachte schon, dass ich viel später erst reagiert hätte. Okay. Es war immerhin... Und meine Bestätigung, dass ich noch live bin. Okay. Ich kann meinen Anzeigen heute nicht trauen. Okay. Gut. Weiter geht's. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Farina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Personality? It's quite shocking, to be honest. I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful! Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. Ich habe mich schon gefragt, warum wir überhaupt Dialogoptionen klicken dürften, wenn es kein Dialog ist, aber jetzt ergibt das Sinn. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its God. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Focalor, stand within the Opera Epiclese, so long as I stand before the Oratrice, I shall even judge the gods of this world! Da ist es. Das ist die eine Sache, die wir über den Archon wussten, bevor wir überhaupt hier reinkamen. Dieser Satz, dass sie sogar die Götter dieser Welt richten wird.
dritte Akt. Im Opernhaus. Und nicht mehr langsam. Komplett zuversichtlich. Lady Farina, here are today's case reports, as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now. Was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Die Erlösung. Sie wartet nur auf ihre Erlösung. Lady Farina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right, Deoteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family, too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again, on behalf of my son. Also so ein bisschen hat sie versucht, der Rolle nachzukommen. Wo sie es kann, mit ihren begrenzten Mitteln. Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought, then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. Is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods, after all. Still, their spirit is praiseworthy. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. Wie zu erwarten. Sehr bemitleidenswert, diese ganze Show die ganze Zeit aufrechterhalten zu müssen. Sie haben es ja schon gründlich durchleuchtet, dass es nichts als Folter ist. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. All right, Farina, don't think too hard about this. You need rest.
Tomorrow's a new day. 4. Akt im Opernhaus. Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Farina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Lady Farina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. I don't think I let anything slip today. I must show the people that there is nothing to worry about. I just don't know when these days will end. I feel utterly exhausted. Best to rest early today, too. Fünfter Akt im Opernhaus. Sie wechselt Kleidung und Frisur durch. Der wievielte Akt? 182.375. It's like a dream being able to speak with you up close like this. Ich meine, es sind 500 Jahre. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Deoteria, almost 20 generations ago. And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer, a descendant of a line most ardent. Surely you exaggerate, Lady Farina. My lady? What is it, good citizen? Are you crying? Really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. So interminable. So lonely. Just how much longer? Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? I've conducted so many investigations across the centuries. But there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed.
Ein Akt weiter. Farina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. Das ist meine Stimme. Ist diese Szene aus der Zeit, als wir in diesem riesigen Zauberschrank waren? Es ist deine Stimme. Du hast nur nicht geredet. Großartig. Ich hätte nicht erwartet, dass sich diese Szene in ihrer inneren Welt wiederholen würde. Ich werde gewiss dieses Mal herausfinden, was sie mir damals sagen wollte. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... She's right. I could confide in her, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Farina, you shouldn't be selfish. But what if it's really all right? Farina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Just this once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows? Surely it could not hurt. If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. No, I have nothing to say. I am Farina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. Fine. Mit anderen Worten, es gab keine Chance, dass sie den Akt beendet. So even Farina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. Aber was wird sie machen? Und warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Warum muss es das Gerichtsurteil sein? Was ist jetzt anders als damals? I believe that I understand how your deception works. But that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Am I right? And then I became one with the Oratrice.
taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Naja, das oder der Hydrodrache, der vorige. Das sind die zwei Optionen. Mit der Gnosis ist es ja sowieso so, und weil die Gnosis ursprünglich dem Hydro Southern Dragon, also den Wasserdrachenherrscher gehörte, wird sie auch so krass im Einklang mit ihm sein. Und wahrscheinlich war diese Verurteilung von Tartaglia die erste Entscheidung, die sie unabhängig von ihm gemacht hat. Weil das nötig war? Sie konnte nicht wissen, dass das passiert. Die Prophezeiung gab es aber vorher. Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. I beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority had to be, accumulated to enact this death sentence. It was all a part of your plan, then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the Oratrice. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia and breaking through the institution that is the Seven. Also nicht nur den Archon töten, sondern die Gnosis, alles, was damit einhergeht, damit es keinen weiteren gibt. So the Oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. But... Oh, what? Getting sad again, are we? Dann kann es, außer wenn er das wirklich überhaupt nicht akzeptiert, kann es keinen Weg geben, wie er die Gnosis dann an die Fatui übergeben würde. Das alles hier komplett zunichte machen würde und mit Füßen treten würde. Aber die Frage ist, was wäre denn die Reaktion von Celestia darauf? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea,
and the heavenly principle stole the power you ancient dragons possessed. Aber woher kommt der See dann? Oder die Kraft daher? Aus dem All? Aus den falschen Sternen? Und passiert hier nicht gerade im Prinzip das, was ich ehrlich gesagt Snezhnaya zugestanden hätte? Die Gnosis benutzen, um einen Dragon Sovereign zu kreieren, um dann gegen Celestia vorzugehen? Als solches, wenn das wirklich ist, was ich denke, was Snezhnaya vorhat, könnten die Pläne trotzdem miteinander vereinbar sein. Und er könnte die Gnosis geben, vielleicht, um den Plan zu erweitern und sicherer zu machen, in seinen Augen, falls ihm das Angebot unterbreitet wird, falls darin eingeweiht werden würde, falls das deren Plan ist, versteht sich? I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on, that should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Nervillet, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Focalors. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Nervillet. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years.
Codex Nouvellette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. What just happened? Has the death sentence been carried out? Da ist auch noch so viel mehr. Wo soll man da anfangen? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the Primordial Sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Du hast Kraft gewonnen, gerade eben. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. Du meinst mich? Ich bin dabei. The root of the calamities befalling Fontaine. The beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Come with me, traveler. Nein. The hour of execution has come. Narwhal, narwhal, swimming in the ocean, causing a commotion. Ah! From within. We shall share in part of the ancient dragon's power. We shall look for an opening together. Oh je. Na, das wird ja was. Dann wird also in der Opera auch immer der Eingang sein. Ja, ich treffe ihn nicht. Das wird lustig, ihn zu treffen. Okay. Mal sehen. Ich muss erstmal vorbereiten. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. Okay. Ich bin ein bisschen abgelenkt wegen Lautstärke umschalten. Der Geräusch. Das Geräusch. Mind the side effects. Remember, health comes. I must leave no stone unturned, as a good knight should. I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its root from within. Okay, das sieht aus wie Tartaglia, aber es ist nicht ganz seine Rüstung. Seems like an emergency. So, was haben wir? Okay. Normale Angriffe wird es kaum geben, aber ich kann zumindest ein bisschen auf den Schild einkloppen. Ah, shit. Mind the side effects. Our bond is strong.
Wir haben ein schwaches Team, aber es ist sicher. Also vergleichsweise schwach. Es wird damit fertig, da bin ich überzeugt. A bitter pill to swallow. Taking a turn for the better. So ein bisschen Schaden kommt hierbei rum. Hallo? Voriger Hydro Dragon? Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but... oh well. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Moment! Aber... die im Abgrund, die ihn gerettet hat? Das Haustier meines Meisters? Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. Okay. So, we're done? Haustier deines Meisters? That power. Who are you exactly? Hyman has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? Danke, der Name entging mir. Aber ja, genau die meine ich. Ich wusste nicht, dass das eine sie war, ehrlich gesagt. It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. Soll das heißen, sie hat Kraft außerhalb dieser Welt? Dann ist sie wahrscheinlich der zweite oder dritte Descender. So kann man das sehen. Sie sieht auch sehr außerweltlich aus. Honka-mäßig, so wie Mrs. Heavenly Principles. Was für eine Person würde den sternverschlingenden Narwhal als Haustier halten? Ihr Meister. I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have missed the point. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Sertology. Scientology? Wer? I am unfamiliar with that name. Huh. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? The Fowl? Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhine Daughter? Ja! Okay.
da sind wir. Canria. Erschaffer von Durin und Albedo. Oder Erschafferin. Der letzte Name ist es. Yes! Ein Bild fügt sich zusammen. Auch ein Descender? Vielleicht wirklich... Auch vielleicht, genau wie Snezhnaya, ein Kandidat, das zu versuchen, was Forceler hier getan hat, einen Drachenherrscher wieder zur Macht erstarken zu lassen. In diesem Fall ein Erschaffen, wäre hier meine Vermutung, dass Durin selbst der Auslöser für die Katastrophe insgesamt war. Der Kampf gegen Durin von Barbados und Dwalin hat ja auch während der Canria-Katastrophe stattgefunden. Das war eines der Schlachtfelder. Oh, that one we've heard. Rhine part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhine. They are both pursuing some form of perfection. Oh, es ist nicht. Also ebenfalls Alchemist. Wait, didn't you also mention a visionary person? Paimon didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the Fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. Ich dachte für einen Moment, da sind Grafikfehler an ihrer Kleidung, aber scheinbar ist die einfach zerrissen an dieser Stelle. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. What? Ja, das war zu erwarten. Das ist doch selbstverständlich. Die Prophezeiung wird sicherlich wahr werden. Wir wussten das, wir haben es akzeptiert. Allerdings... Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Farina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Da muss auch noch irgendwo das Boot von Risley sein. Initiate emergency rescue! Hurry! Hey, lend a hand! Receding!
succeeding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. We're saved. The prophecy was wrong. Celestias wahre Strafe sind am Ende also die Kosten des Wasserschadens. Ich glaube, er hat bereits das Urmeer aus ihrem Blut entfernt und deswegen... Renewed. The Spina Rasula talks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Spina Rasula, and we spoke about Poisson's present and future. Nein, Moment. Also erstmal, ich finde es schade, dass wir die Flut selbst nicht gesehen haben, vor allen Dingen von außerhalb, weil wie gesagt, Fontaine ist auf einem Wasserfall über den anderen Nationen. Wahrscheinlich war es wirklich eine Contained Flood, auch wenn ich nichts von einer Sphäre gesehen habe. Aber wir brauchen doch das Ende des Gespräches. Wir haben doch bestimmt noch mehr mit Skirk reden können. Wir brauchen generell noch ein paar Erklärungen. Ich denke mal, wir kommen noch dazu. Und ja, wie gesagt, ich glaube mit dem... Wir haben es ja auch gesehen, es war visualisiert. Ich erkläre die Bürger von Fontaine für unschuldig, hat er bereits das Urmeer in dieser Cutscene, das waren diese Tropfen, aus ihrem Blut entfernt. Eigentlich hätte ich nur gedacht, sie würden dann zu Okaniden werden, sobald das passiert. Aber scheinbar nicht. Scheinbar, weil er mächtiger als ein Archon ist, kann er das machen, was Egeria nicht konnte. Forcelor ja, sowieso auch nicht. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little of it. Skyship Winglet, lunar brain of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. Tja, möglicherweise waren sie schon von Anfang an wichtige Personen. Wir haben sie nur noch nicht von dieser Seite kennengelernt. What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. Ich bin schon wenig neugierig, wie es weitergehen wird. Eine Sache steht auch noch aus. Da sie keine göttliche Kraft mehr hat und generell nicht selbst körperlich der Gott war und keine göttliche Vision hat, brauchen wir, und das wird wahrscheinlich die Character-Story sein von Furina, das Erwachen eines göttlichen Auges, wie es bei Scaramouche der Fall war. Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Natürlich hat sie das immer noch zum Ziel. Wir wissen sogar weit mehr, als da jemals drin stehen kann. Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there.
Das wird noch ein Nachspiel haben. Das ist es. Tränen zwischen den Sternen. Ich bin auch verwundert, dass ich den Boss nicht komplett plätten durfte. Dafür war dieses Team doch. Insgesamt ging es dann doch so schnell und ich habe den Soundtrack nicht richtig genießen können, aber ich kann ja mit diesem Team nochmal gegen die richtige Variante ankämpfen gleich. Ein Tropfen Wasser, der dem Ungetüm entnommen wurde, welchem es nach dem Urmeer des Lebens gelüstete. Meister. Hat diesen interplanetaren Wal. Der Himmel ist eine Lüge. Der Zusammenhang von all dem will sich mir nicht erschließen. Wo es Geburt gibt, da muss es auch Sterben geben. Und da, ich muss den Text gleich scrollen können. Da muss es auch Sterben geben. Und wo es Sterben gibt, da muss es Geburt geben. So mutmaßen einst ein Philosoph aus einer fernen, uralten Welt. Wäre dem nicht so, so könnte der flüchtige Strom des Lichts einer ewigen Finsternis nicht standhalten und am Ende der Zeit würde alles verwelken in Dunkelheit. Das Gesetz der Sterne, das Gesetz des Kosmos. Es sollte auf natürliche Weise erhalten bleiben. Allerdings, das Gesetz des Kosmos, nie war es eine Konstante. In einer geschlossenen Box obsiegt das Sterben immer über das Entstehen neuen Lebens. Millionen der Jahre des Wohlstandes sind nur ein Wimpernschlag in Milliarden von Jahren. Und der Ruhm, mit dem man sich schmücken kann, wird immer rosten, verfaulen, sich auflösen und schließlich in Vergessenheit geraten. Und so vergossen die zwischen den Sternen schwebten, die zahllose Namen in zahllosen Zivilisationen trugen, für den Moment der verdammten Stille ihre Tränen. Ihre Tränen der Verzweiflung, ihre Tränen der Hoffnung, denn alle Verzweiflung und alle Hoffnung, sie werden schließlich zusammen mit den Abermillionen leuchtender Sterne erlöschen. Ihre Tränen des Kummers, ihre Tränen des Glücks, denn aller Kummer und alles Glück werden in der kalten, dunklen, endlosen Leere verstreut. Alle Gestalten, klein, doch wunderschön, alle Momente gehütet in Erinnerung, sie alle werden verblassen in der Zeit. Ja, selbst die Sterne sind nicht gefeit vor ihr. Und so kam es, dass das, was dereinst göttlich genannt wurde, entschlossen war, alles zu bewahren, was bewahrt werden sollte, entschlossen, alles zu verschlingen, was verschlungen werden sollte, bis ans Ende der Zeit, bis das Meer einsamer Sterne verbrannt war, zu erkalteter Glut. In jenem Moment wird da entstehen, eine ganz neue Welt geboren im Leib des Nahwals. Keine Sünde mehr, keine Trauer, kein Bedauern, keine Tränen, denn alles ist längst entschwunden zu den Sternen alter Zeiten. Schade, dass da bei Child nichts mehr steht, aber ich glaube, das müssen wir auch zurückgeben. Hat sie ihn und den Wal eigentlich an denselben Ort geworfen? Ey. Meine Güte. Das war ein Ritt und das ist noch nicht vorbei. Wir kriegen noch eine Rückblende zu dem Gespräch, wie die auseinandergegangen sind. Ich kann mir vorstellen, dass sie zu genervt war, um viel mehr zu sagen. Aber vielleicht kommen da noch ein, zwei Wahrheiten. Sobald wir bei Neuvillette sind. Wir müssen... den letzten Akt. Wir müssen dahin. So. Aber ich brauche eine Pause. Ich muss aufs Klo. Wir sehen uns gleich. Bis gleich.
So, entschuldigt. Habe ich noch ein bisschen mit Nicole verquatscht. Wir werden uns heute nicht mehr sehen. Schon spät. Wir können weitermachen. Ich denke. Wie gesagt, ich hoffe nur auf meine Rückblende mit Skirk. Ansonsten lassen wir es ausklingen. Bei Sumiro, das durfte ja auch ordentlich ausklingen. Wie ist die Lautstärke? Niedriger. So. Navia! Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snežević. He represented the Knave in sending us a large amount of supplies, and is helping with our work. Snežević? Snežević aus Snežnaja? Ist er irgendwie von der Adelsfamilie dort? Oder wieso? Our residents are hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people, but we're moving forward. That will have to be enough. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. Ich muss ja sagen, ich bin überrascht, dass die Konsequenzen der bis jetzt getöteten Leuten nicht reversiert wird. Inklusive der, die halt heute gestorben sind. Melus und Silver zum Beispiel. Naja, eigentlich nur die beiden. Die anderen, die waren halt Charaktere. Ich hätte gedacht, was auch immer für eine Lösung präsentiert wird, wird alles rückgängig machen, weil ich auch wirklich gedacht hatte, dass die Flut tödlich sein wird. Nie hätte ich erwartet, dass einfach nur das Urwasser rausgefiltert werden wird, bevor sie eintritt. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as the Spina. I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? That would be fine. Thanks. Oh, you're back too. How are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go over there. Huh? You're here too, Clorand? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. So she's here in Poisson to wait out the heat. All right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision-makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel, about what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. Forget it. I'm sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor, for Navia's sake? Nein, lass sie bitte in Ruhe. Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Clorand, at any rate. Of course I will. I'm not gonna let her off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And smile. How did it go? Was it a good shot? Did Paimon look cute in it? Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news, and freshness is the key. Ich brauche ein besseres Bild, aber ihr könnt ja gleich drauf achten. Es mag an der Kälte liegen in Snežnaja, aber ich mag es, wie Snežević, wie farbentsättigt er im Vergleich zu allen anderen hier wirkt. Es können die knalligen Haarfarben der Leute hier sein und seine weiße,
Aber es ist auch die Hautfarbe. Er sieht einfach aus, als wäre er selbst nahezu schwarz-weiß im Vergleich zu denen. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you after all, Miss Clarand. Wow, you really do have that never say die spirit. I'm impressed. I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Meripede. Du wusstest schon, dass sie dorthin geht? Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin who told Monsieur Nervillette, and he told you, right? That's a very complete information chain. In truth, all Monsieur Neuvillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Ridesley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. Stay safe now. And tell me if you hear anything interesting. I'll treat you to afternoon tea in exchange. So, entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen ruhiger bin. Moment. Ich habe wirklich unglaublichen Hunger. Ich habe mir mal ganz kurz was genehmigt, zwischendurch. Jetzt ist wieder gut. You seem curious about the fortress. Of course. That Risley. I still remember going down to the fortress to grill him for information on my father's case. Boy, did he take me for a ride. Without telling me anything, of course. But he did invite you to tea, didn't he? 2 large pots of it, in fact. It was good tea, though. I have to agree. The tea there is very good. Speaking of that, would you like to have some today? I mean, you've got time, right? Immer geht es in Bezug auf Risley Tee. Well, I'd be partial to some shortbread. Wow, it's like we've got a menu or something. Sure. Good. Aber diesmal nicht vergiftet werden. What flavor of biscuits would you like, Mr. Snezhevich? Wobei man sagen muss, dass das Urmeer mittlerweile keinen Effekt mehr auf sie hat. Me? I'm fine with anything. But I would prefer chocolate, should you have it. All right. Leave it to me. I'll go over the newly arrived supplies with you later, Mr. Snezhevich. We should be able to finish the preparatory work today. That works great for me. Huh. Is it just me, or did you get a new lipstick? I did. It was a gift from Sijuin. Want to give it a try? I think the color would suit you too. Ach, der. Von dem wussten wir ja schon. So, ich glaube, das wird dasselbe Gespräch sein. Of course. But he did invite you to tea. 2 large pots of it, in fact. I have to agree. Well, I'd be... Wow. What flavor of biscuit? Me? All right. Okay. I'll go over the newly... That works. I did. We're going down now. Nach Meripede, wenn es schon erwähnt wurde. Mittlerweile weiß ich's. Wenn ich hier oben will, dann unten. Natürlich muss ich jetzt nach unten, aber... ich hoffe, die Quest endet nicht damit, dass wir wieder hier ins Bett gehen. Sijuin? Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. Looks like you've been missing us. Duke! Did you come all the way to the entrance to greet us? Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse recommended to me. It's an honor to finally meet the much-rumored Duke. Thank you for consenting to my visit to the fortress, sir. No need to thank me. But that said, I shouldn't be the focus of your interview. I trust you recall our agreement? Of course, of course. All right then, this way. Hey, no need to be so nervous.
I've already taken all the photos we need. Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier. Sir, please don't say things like that. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Still, if I might ask, where's that flying ship now? Huh! Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop. I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? Natürlich, es ist ihr Job, ihr Leben. You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Well, then 2 solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. We've seen this kind of thing before. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to try this new drink I came up with? Ah, Siegeween. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Siegeween, over this way. Let's find a brighter spot. So schlimm ist die Milch doch bestimmt nicht. Sure. Do I have to smile? So, how have things been at the fortress? Ich meine, sie haben ja gesagt, das sieht alles nur sehr komisch aus, was sie zubereitet, aber es ist gut und nahrhaft. Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship, it got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jurier? Miss Lorvine? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, which is a pity. I'll just leave the spotlight to you two. I see. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. He sure did win them over, huh? I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine, and the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? Are things gonna change for you too? Ich weiß nicht, ob es ihm so gut gehen wird. Er war sehr lange verwandelt. Wenn er wirklich die ganze Zeit gegen den Wal gekämpft hat, dann tagelang. What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Come on, Traveler, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time? Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. All right, last stop, the docks. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Bestätigung dafür, warum Tartaglia überhaupt verknackt wurde. Es wahrscheinlich wegen dem Wal, um das Ganze einzuläuten, weil alles bereit war. Ich glaube nicht, dass ich dahin laufen werde. Ups.
Das könnte doch ein klein wenig zu weit sein. Ach, wie lange ist es her, dass wir hier waren, ne? 12 Wochen. 3 Monate. Das ist echt eine lange Zeit her. Ich brauch den Aufzug nicht. Mann, das hier ist viel höher als die andere Seite. Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Oh Mann, Full Circle. Aber warum denn jetzt noch? Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket? What sort of gadget is it? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? I wonder which of my friends would fall for that. You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Is this what you meant by, I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? Sure. Please, write down my address. You sure are working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Ja Mensch, das wird Lenny doch freuen. Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant, and later Fremine himself. In the future, I think we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. Got it. My, that Charlotte is rather perceptive. She got rid of everyone the moment she realized I had something to say to you. So, how have things been, Traveler? Nicht schlecht, nicht schlecht. Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. Ja, aber was ist mit ihrem Spiel? Da muss doch noch was kommen, oder? Wird die Gnosis hier gelassen? Ich bin gespannt. That's all right. We were more than happy to help. So, what's she doing now? Oh, I guess you haven't heard. Well, after Lady Farina left, Father and Monsieur Neuvillette opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a diplomatic gift. Oh je. Dann muss es gegen Celestia gehen, was sie machen. Halt so 100%. Er kann nicht das mit... Jetzt nach all diesem Wait kann er das nicht mit Füßen treten. Indem er es einfach weggibt. Und was bedeutet, was auch immer die im Petto haben, ist besser als ein Drachenherrscher. Was ja in 7-facher Ausführung schon gegen Celestia fehlgeschlagen ist. Also auch nötig wäre. A diplomatic gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. Ja. Das heißt, deren Plan stimmt mit Forceller auf jeden Fall überein. So viel kann man dann auf jeden Fall sagen. Und Neuvillette, ich denke nicht, dass er einen Kampf gegen Celestia selbst anzetteln wollte. Das wurde ihm auch so in die Wiege gelegt. Er wurde nicht informiert. Das Wichtigste hat er getan, nämlich Fontaine beschützen. Also, ich kann verstehen, warum er sie weggeben würde.
Aber, wie gesagt, es ging Forcelone nicht nur darum, Fontaine zu beschützen, sondern auch gegen Celestia vorzugehen. Ich glaube, das ist kein Problem gegenüber Furina, weil die auch nicht eingeweiht war. Schade, ich hätte echt gehofft, wir kriegen das wenigstens zu sehen, so wie bei Nahida. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring Narwhal down. Nein. Ja, die zwei Sachen sind passiert, aber nein. Es muss, wie gesagt, es muss einen Zielwert haben. Ich wette, wenn es sowas ist, darf er es uns nicht sagen. Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. Well, that's true, but this is a gnosis we're talking about. Doesn't this seem a bit irresponsible? I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Neuvillette has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only Neuvillette knows about? So muss es sein. I suspect you'll have to ask him about that yourself. Ah, yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the Fortress of Meripede a while back. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. Ich meine, wir sollten sowieso dahin zurück, wenn Tartaglia dort ist, ehrlich gesagt. But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. Was? I hear that the recent disaster really did a number on his health. Ja, aber ich habe immer noch sein göttliches Herz. Dann kann ich ihn wohl jetzt zu meinem Kampfkameraden zählen. That's true. When you think about it, we've had loads of run-ins with the Fatui. To think we'd be allied with them this time. So shocked by such a simple switching of sides? Hallo. Father. Bin ja froh, dass wir sie wenigstens noch mal sehen. Well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as harbingers, yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Willst du auf dieser Seite bleiben? Ich glaube, da können wir ihr mittlerweile vertrauen. Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. Mir ist gerade etwas eingefallen. Könntest du das bitte für uns weitergeben? Ah, so kriegen wir sie zurück. Danke. Ihr ist es eingefallen, für mich war das so... Ich dachte, wir müssen mit Child reden, deswegen. A vision? All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. Hey, that's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Während es zwar wahr ist, dass er ein Vorwand für sie ist, ich muss sagen, ich bin überrascht, dass sie sich generell um sein Wohlergehen kümmert. Sie schien jetzt nicht sonderlich besorgt zu sein, aber... Und es hat ihr auch sehr in die Karten gespielt, was er getan hat. In mehrererlei Weisen. Aber, ja. Ich glaube, man kann ihr vertrauen, dass sie es ihm gibt. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct.
so forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, Traveler, Paimon, you take one too. To move things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. Sagte ich ja auch eben. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. Well, Gleichfalls. Shall we go see how Neverlette's doing? As long as he's not so busy that he doesn't have time to chat anyway. Weggeschickt. Wir haben sie nach Hause geschickt. Sie darf nicht mehr mit Kevin spielen, oder wie? So klingt das. Aber wir gehen hier hin. Also doch nicht sofort Merope. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Zeit vergangen und... Naja, die Reise. Und jetzt, wo ich weiß, dass Tatagia leider nicht liegt, habe ich auch keinen Grund, ihn dort zu sprechen. Es gilt noch zu klären, wo ich jetzt eigentlich gegen den Boss kämpfen darf. Aber der Eingang würde hier sein. Denke ich. Ah. Man darf natürlich noch gucken, ob man Siegel hat. Ja, der Ralf, der ist beschäftigt. Ah. Nice. Da. Ja gut, ich hätte es mir eigentlich denken können. Es war schon irgendwie dahinter. Aus irgendeinem Grund dachte ich, das wäre auch da drin. Nee. Okay. Ich dachte erst so, runter? The entrance to the fortress. Ooh, he really is there. Irgendwie war ich auch nicht mehr... Ich habe mich nicht mehr daran erinnert, dass das hier der Eingang in die Festung ist. Das kommt noch dazu. Ja, natürlich. Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. Oh ja. Aw, Paimon's glad that you remembered. Thank you for keeping us on your mind, what with you being busy and all. Alright, let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. Er erzählt uns das mit Fossler. Wow. So that's what happened? Ich selbst habe nur Farinas Teil der Geschichte gesehen. Das habe ich mich auch gefragt.
als sie dann getanzt hatten und so interchanged wurden, ob vielleicht Neuvillette's Geschichte auch so ein bisschen geteilt wurde. Aber wie denn, wenn wir nur Furina gesehen haben und die ja auch nicht eingeweiht war? Focalor destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign. Und er hat das alles weggegeben. Das ist, was man jetzt denken muss. But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontanians from dissolving. Er hat das Wasser entfernt aus der DNA. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Also doch noch ein bisschen anders, als ich dachte. Aber als solches haben sie das noch in sich? Focalor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. Und seine Macht, weil sie über ihre hinausgeht. Man kann sagen, dass in diesem Moment die Menschen von Fontaine endlich wirklich geboren wurden. Yeah, and in a manner of speaking, Focalor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Oh ja. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Jetzt sind wir schon bei diesen Fragen. Ich brauche eine Rückblende zu dir, zu Skirk. Das Gespräch war so nicht zu Ende gegangen. Über das ursprüngliche Urteil, das über Tartaglia gefällt wurde. Es war wahrscheinlich Focalor. I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. Und deswegen hat die Oratrice auf ihn reagiert. Wahrscheinlich durch Focalor. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the Oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association, or Focalor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. Das wäre... Sie hat schon ein riesiges Glücksspiel betrieben mit dem gesamten 500 Jahre Warten, Endomnidium sammeln, wie es jetzt heißt, und darauf vertrauen, dass Furina ihren Act together hat. Aber jetzt auf seine komplett unbekannte, unbeeinflussbare Partei so setzen zu können, ich glaube nicht, dass sie das konnte. Guess Focalor had Fontanians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. Back when Fontanians hadn't yet become real humans, were the children they had also transformed Oceanids? Life has always flowed like water. Do you recall how Fontanians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? Yeah, Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Also keine definitive Antwort dazu. Ich würde sagen, es passiert hier jetzt alles in sehr schneller Reihenfolge und Focalor würde wissen, wann sie genug Kraft gesammelt hatte, um sich selbst hinzurichten.
dass Tartaglia nicht der Auslöser für die Katastrophe war, aber Forcelor vielleicht das endlich als Schlusspunkt gesetzt hat. Jetzt wird gehandelt. Jetzt geht es. Auch. Man muss sich trotzdem fragen, wieso die Katastrophe trotzdem direkt nach seinem Auftauchen passt. Weil so viel Forcelor auch Einfluss über die Aura Trees, über das Gerichtsurteil oder das Sammeln der eigenen Kraft zur eigenen Hinrichtung hatte, sie konnte den Wahlen nicht beeinflussen oder das Voranschreiten der Prophezeiung. Sie musste darauf vertrauen, dass sie akkurat sein wird. Über Fontaines Zukunft. Yeah, about that. Risley said Farina has already left. What's that all about? Ah, Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me, before leaving the Opera House. I related Focalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House, not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. Gut, sie wird also nicht Monat 2.0. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Focalor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? Im Prinzip bedeutet das auch, dass man nie einen Hydro Archon in der Party haben wird. Theoretisch. After Focalor passed on, the Aura Trees also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. So wie es sein sollte. Das ist das erste Mal, dass sie die Aura Trees so gesagt haben, aber auch full ausgeschrieben in den Titeln da. Normalerweise sagen und schreiben sie es ja immer. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Wow. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. Über die nächste Station meiner Reise. Ja, das ist das göttliche Herz jetzt. Oh, that's right! They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something! Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. Gleichzeitig könnte es auch vor Celestia schützen. Das wäre ja das nächste Problem. Ein Drachenherrscher ist ein Problem für Celestia. As such, it has lost all meaning for Fontaine. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now and avoid unnecessary conflict. What complicated considerations? Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Nein. Aber trotzdem muss ich sagen, da müsste noch mehr sein über deren Ziele. Er muss doch auch wissen, dass die Macht nicht missbraucht wird. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Ehrlich gesagt finde ich die Antwort ein bisschen unbefriedigend.
Ich hätte mir so einen Satz gewünscht wie, ich habe versprochen, nicht darüber zu reden, aber sie haben guten Grund, dass sie die Gnosis nur zum Wohle von Fontaine einsetzen würden, so wie Forcella es sich gewünscht hat. Ein Hinweis gegen Celestia? Okay. Dann sprechen wir über Natlan. You will soon be heading to Natlan, I presume. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. As far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. A nation of dragons? You mean like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the Knave that I believe may be useful to you. The Harbinger known as the Captain has thrown his hat into the endless ring of war. Der eine, dessen Rang wir noch nicht kennen. Der höchstwahrscheinlich Nummer 1 ist. Weil Piero ist eher Nummer 0. Captain. Sounds like a real tough customer. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui Harbinger doing their thing. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Das ist jetzt die letzte Gnosis. Nicht die letzte Nation, aber Schneier hat ihre eigene Gnosis natürlich. Also, das ist die letzte. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Puh. Also, kein Gespräch darüber, keine Rückblende, nichts zu Skirk. Ich habe keine weiteren Fragen. Das stimmt nicht. Na gut. Aber ich muss es so hinnehmen. Hang on a sec. Paimon's still got a question about the Gnosis. When we spoke to Lenny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it that only you were aware of. Ja, bitte. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. Bitte. What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Bitte. Well, we're going to head topside to see what's going on. You hurry over soon as well, all right, Nervalet? Okay, vielleicht nicht der Schneiers Motive, aber ich kriege wenigstens eine der Sachen, die ich noch sehen wollte. What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? Durin? I do not know what you speak of. Ah, of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Mit dem Meister hätte ich gedacht, der Meister wäre Nummer 2 und sie wäre Nummer 3. Remains? I've never heard of any such thing. Huh. According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Foul, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him.
It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. Okay. Ich meine, Celestia hätte ich gedacht, aber sie spricht offensichtlich nicht davon. Also die Gnosis kommen von den Drachen und wurde jetzt rübergesendet. Etwas wie ein Fluch innen drin. Und ist das, dieser Fluch, sind die Überreste des dritten Descenders? To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts. And my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Oh je. Er kann jetzt jederzeit mit ihr reden? Oder gehen wir jetzt ihm nur noch dieses eine Treffen? Next time. You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. Tartaglia? That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. Dann kriegen wir sie in Snashnaja. Ich glaube nicht, dass er auch noch in Natlan... ich sage Natlan. Es ist ja Natlan. Daran muss ich mich gewöhnen. Ich glaube nicht, dass wir ihn dort treffen werden. The remains of the third descender? So that's what the Gnosis actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains? All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. Aber sie sind auch ein Teil der Drachenkraft. Könnte das vielleicht sogar bedeuten, dass die Drachen die Kraft ebenfalls durch den Leichnam bekamen und ursprünglich nicht die Gnosis besaßen? In dem Fall hätte Celestia eine ganze Weile gebraucht, sie zu unterwerfen. Also, die Hüterin der himmlischen Ordnung. Weil sie ist die erste Descenderin. Das wissen wir ganz klar. Der dritte kann erst danach aufkommen. Vielleicht sind ja alle drei gleichzeitig auf Tevat gelandet. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. Aber das bedeutet, dass Snashnaja in Gefahr ist. Ein Descender. Sie hat einen von ihnen erwähnt. Ich bin der 4. Abkömmling. Für mich bedeutet diese Information 2 Dinge. Erstens hängt die Existenz der göttlichen Herzen mit den Ankömmlingen zusammen. Also sie ist außerweltlich. Zweitens ist der Ankömmling vor mir bereits verstorben. Ich würde sagen, drittens, es ist auf jeden Fall nicht dein Bruder, aber ich glaube, das erklärt sich schon seit Sumeru. I guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element-compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? Die haben wir. No, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy. Comparing the Traveler to the dead third descender and all. Keine Sorge, ich werde nicht so einfach ins Gras beißen. That's what you say, but this topic still feels like bad luck. Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way.
I too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. All right. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Yes. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. Was that really what she wanted? I suppose that would be the mystery of a god's will. Kannst du den Willen der Götter verstehen? I suspect not. But once in a while, I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what, ultimately, is the difference between the rains that fall upon all of us? Oh man. Das war ein Ritt. Zugegeben, er ging... Wow, circa genau auf der 8-Stunden-Marke. Er ging schneller vorbei, als ich dachte. Aber, es war schön. Ich habe leider weniger Antworten bekommen, als ich wollte. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Tatsächlich nein. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Das sind ja nur dieselben Fragen. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Wir haben jetzt noch einen Wal zu bekämpfen. Er ist nicht hier. Wo guckt man das denn noch gleich? Nicht auf Kopfgeld, ne? Hier ist es ja auch nicht aufgeführt. Das würde einen ja den Storyboss spoilern. Also jetzt mal Trailer für irgendwas ganz abgesehen. Wenn wir das nächste Mal Genshin spielen... Ich werde jetzt nicht mehr lange machen. Das steht fest. Werden wir auf jeden Fall den hier machen. Sie wird ein göttliches Herz bekommen und ich glaube, das machen wir direkt. Man kann jetzt die Dinger aktivieren, ohne Aufträge anzunehmen. Was bedeutet, ich kann die alle endlich freischalten, ohne sie direkt machen zu müssen und mir dann alle Quests damit zu blockieren. Ich mache jetzt einfach mal die, dann kann ich Legendenschlüssel sammeln in der Zwischenzeit. Von Charakteren, die mich am meisten interessieren. Da fehlt noch Sino, aber ich habe keinen vierten Schlüssel. Ja, und der Kamisator, den ich vor 1,5 Jahren mal begonnen habe, müssen für ein Event, weil ich schon anhatte. Da ist es. Okay, aus welchem Grund denn da? Mitten im Meer. Es ist in der Nähe, aber okay.
Mann, ich wünschte, ich wüsste, wie es hier vorher ausgesehen hätte. Auswendig. Das sieht aber schön aus, diese Sandpartikel. Ja dann. Let's go. Our bond is strong. I must leave no stone unturned. Er muss nur hochkommen. The doctor will see. Lightning terrified. A bitter pill to swallow. Remember, health comes first. Ich weiß noch nicht, wann ich ihn richtig angreifen kann. Das war ein Schlag. Der Soundtrack ist auf jeden Fall freaky. Hey, Ilya. I'll catch up. Someone needs assistance. Falls du die Story noch nicht gespielt hast, du spoilerst dich gerade. Ich bin gerade fertig und mache jetzt den Boss. A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. Den Kampf habe ich gerade auch einmal angeguckt. Man kann ja auch ohne Story rein. Moment, das wusste ich gar nicht. Ah. Ja, der Soundtrack ist auf jeden Fall sehr freaky. Remember, health comes first. Mind the side effects. I must leave no stone unturned. A bitter pill to swallow. Taking a turn for the better. Dieselbe Funktion wie bei Events, dass man Schnellstart machen kann. I see. Mind the side effects. Das wusste ich nicht. Aber egal, ich wollte die Story sowieso machen heute. Das stand fest. Remember, health comes first. Deswegen huste ich. Als wäre ich krank. Mind the side effects. Seems like an emergency. Sehr viel Schaden mache ich ihm ja nicht. Ah, na sowas. Was war denn das? Das waren nicht zufällig Wishops. Die Hydro Wishops. Mind the side effects. Taking a turn for the better. Ja, ich glaube, der hält auch mehr aus als die Story-Variante. Ich habe ihn echt verfehlt. Oh, der Sound. Ich brauche auf jeden Fall den vollen Soundtrack von dem. I must leave no stone unturned. A bitter pill to swallow. Seems like an emergency. Da verzieht er sich. Ich verfehle mal den zweiten.
So, ich heb den Burst mal auf, falls er uns wieder verschlingt. Ich weiß nicht, ob er uns nochmal verschlingen wird. Da ist es doch. Ich lese gleich mal, was du da alles schreibst. Ich kann mich da nicht gerade drauf konzentrieren. Per Anhalter durch die Galaxis, na sowas. Ah, er kommt also nicht mit vollem Schild wieder. Beim zweiten Mal. I see. Ja, was sind die Bishops? Ich meine, wenn sie so viel Wasser absorbiert haben, Hydrodrache und so, man hat in Enkanomia ja schon mitbekommen, dass die Bishops ihre Form ja verändert haben. Wegen dem neu erwachten Hydrodrachen. Und ich schätze mal, wenn man alles aus der Story bedenkt, ergibt es Sinn, dass er quasi so durch alles Verschlungene damit interagieren kann. Was ist er denn? So. Remember, health comes first. Exterminate! Ha! Dissipate! Time to clean up! Und das wär's dann auch. Okay. Mehrere Sachen aus Honkai Impact Third. Oh, glaub mir, wenn du die Story spielst, da ist noch ein bisschen mehr Honkai-mäßiges. So ein Sea of Quantum, so eine Art zwischen den Welten, zwischen Welt und Universum. Und das Gebiet davon ist ja auch sowas ähnliches vom Namen, lichtloses Sternenmeer. Ähnlich wie auch im Englischen, Sea of Stars halt. Und naja, ich werde dann auch mal sehen, wenn ich da bin. Ich benutze absichtlich ein schwaches Team. Das war der Punkt. Hier hast du auch keine wirkliche elementare Synergie. Du hast Aggravate von 2 Leuten, die keinen Schaden machen und Traveler. Ich habe absichtlich ein sehr schwaches Team genommen. Um den Kampf ein bisschen genießen und den Soundtrack hören zu können. Es sollte langsam gehen. Das war das Ziel. Ich weiß gar nicht. Wir können ja mal den kurzen Vergleich machen. Ich glaube nicht, dass ich ihm Schaden machen kann, nur wenn er sein Horn rausstreckt. Ich mag die ganzen Swirlies auf dem Boden. Ah, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du hast auch ein bisschen was angespart, ne? So, ich brauche Energie. Das ist mein generelles Problem.
So, die Aggression ist fast da. Und dass er verschwindet, bedeutet, er wird jetzt sofort. There is no escape. Commit to memory. Make yourselves a room. Torn to oblivion. Order guide. Ab. Habt ihr schon die? This way, Colonel. The Temple of Wisdom. Strike a pose. Time to shine. Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Ja, well. Genau deswegen das andere Team. Ich wollte halt wirklich den Kampf genießen und so. Aber ich hab's auch sicher gespielt, deswegen gleich 2 Heiler rein. Nein, 3. Es sind ja 3 Heiler, Noel auch. Ich will noch mal sammeln. Na, ich brauche ja eh die lokalen Besonderheiten von ihr. Erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch zu Furina. Sehr schön. Auch zweimal Charlotte, nice. Mehr als 70, da brauchst du ja auch die Welt von einem Freund. Du kriegst ja nur... Wenn du die eine Quest gemacht hast, kriegst du 77, glaube ich, von den Dingern. Und ansonsten ist 60 das Maximum. Ich weiß nicht. Ich bin mehrmals durchgegangen. Ich habe nur genau 60 bekommen. Achso, ich wusste gar nicht, dass du eine Valette versucht hast. Moment, wann ist deiner gestorben? Ich glaube, also, ich habe es gerade versucht, ihn zu killen, bevor ich wieder zum Wal zurückkomme. Ich glaube, dafür brauchst du einen richtig starken, schnellen One-Shot, sobald der Schild vorbei ist. I'll try it, aber nicht mit diesem Team. Dafür gibt es bestimmt eine Herausforderungsbelohnung, also ich habe sogar ein Incentive. Ja. Ich glaube, da verzichten wir gerade auf Nahida. Versuchen wir mal. Der Boden sieht so schön aus. Generell sieht auch ein bisschen vergleichsweise ähnlich aus mit der Baal-Dimension, die sie hat. Der Valette hat sowieso ein leichtes Spiel, ihn zu treffen. Autsch. Man kann ihn bestimmt auch in dieser Phase killen. Hat er mich gerade abgebrochen? Der Schild, ne? Ja, das war zu spät. Okay, ich hatte ein gutes Set, aber... Toll. Ich habe die Stellen mehrmals überprüft. Ups, oh, jetzt falscher Charakter. Quatsch. Ich mache eigentlich keinen Schaden.
Ach so. Deswegen sagst du beim Liegen, weil es klang so, als hätten wir ihn trotzdem im selben Moment gekillt. Jetzt bin ich aber auch... Moment. Hauptsache meine Charaktere sind halb tot. Zhongli wird schon richten. I will have order. Crumble. Zählte das als Treffer? Das zählte nicht als Treffer. Stabilize. Shine down. Jetzt verhacke ich mich in Vorbereitungen. Illusion shattered. Er bleibt gerade nicht... Die Position eben war besser. Shine down. Moment. Wieso habe ich ihn eben in so einer besseren Position gehabt? Solidify. Wir warten einfach ein bisschen jetzt mit den Ressourcen. Das wäre eine gute Position. So, wir warten. There is no escape. Everyone hold hands. The tides beckon. Bow your head. Das ist also das generelle Problem, ha? Das war also zu schnell. Settle down. Stabilize. Hey, there is no escape. Der Enrage ist viel zu weit gerade. Like holy moly. Aber er bleibt gerade noch ein bisschen stehen. Ah! Ah! We did it! Gibt keine Belohnung. Schade. But we did it! Okay. Neuvillette OP. Ja, er ist C6. Auch. Ich weiß nicht, ob ein normaler das so leicht hinbekommen hätte. Meine Wünsche bei ihm liefen extrem gut. Und ich war hier dafür. Ich war so hier dafür. Das letzte Mal, dass ich so viel Glück hatte, war bei Alhaven, der auch direkt C6 wurde. Was vor allen Dingen beeindruckend ist, war sogar die Waffe. Ich weiß gar nicht, ob man zu viel Glück haben kann. Ich glaube, meine körperlichen Probleme, ich bezahle so ein bisschen dafür damit. Hallo, jemand zu Hause? Ich weiß, wer nicht mehr zu Hause sein wird. Das bin ich. Ich werde den Stream gleich beenden. Gibt es noch irgendwas zu machen? Wir haben das Material schon mal. Ich kann das erst in 2 Tagen benutzen. Oh ja, eine Sache gibt's noch. Mit meinem Harz sammle ich zurzeit die Dinger da. Ja. Das Archon-Team. In Anführungszeichen. Wie hast du deine Farina gebaut, artefaktmäßig?
Ich zeig's dir. Erstmal Jadeschwert. Ich habe ihr eigenes nicht. Ich hoffe, ich kriege es. Ich weiß es noch nicht. Deswegen ist das erstmal so. Wir sind 80, 161, 124 Aufladerate. Viel zu wenig, ehrlich gesagt, an Aufladerate. Angriff hat sie durch das Jadeschwert, weil HP dann Angriff hochskalieren. Braucht sie aber nicht, ne? Dann haben wir das Artefakt Z. Goldenes Zeitalter. Und, hier gibt es nur eine Besonderheit, dass ich neben LP Sands auch auf LP Goblet gegangen bin. Für mehr Lebenspunkte. Weil sie durch das Artefakt halt einfach so viel Bonus stackt, dass es gut wäre, bessere Basiswerte zu haben. Man muss ja so ein bisschen abwägen. Sehr hohe Basiswerte mit wenig Bonus. Das 2 zu teilen gibt bessere Ergebnisse, wenn du beides so circa die Waage hältst. Und deswegen, weil sie so viele Bonis kriegt, sind bessere Basiswerte gleich mehr Damage. Im Allgemeinen. Talente 666. Weiter geht ja nicht. Sie ist C1, aber das bedeutet nur, dass ihr Burst verändert ist. Der Burst ist stärker in dem Schadensbonus, den der anderen gibt. Und ich starte auf mehr Pomp. Wie hieß denn das Fanfare im Englischen? Eine interessante, Fanfare kannst du auch im Deutschen sagen, interessante Wahl, das Pomp zu nennen. Sehr pompös. Ich habe auch überlegt, das gute Artefakt-Set zu nehmen, was jeder Fontaine-Charakter gerne hat. Aber einerseits ermöglicht Furina das ja bei jedem wegen ihren Burst, wegen ihrem ganzen Kit so generell. Und andererseits ist es so, dass ich es A mit meiner Waffe nicht so hoch mit Crit Rate gehen brauche. Wenn ich ihr eigentliches Schwert hätte, wäre es Crit Damage. Dann würde ich die Artefakt-Sets so ein bisschen umändern, um ungefähr dieselben Werte rauszukriegen. Da habe ich auch schon was im Petto. Andererseits ist es halt so, dass dieses Set halt Standardangriffe boostet neben KT. Aber ihr ganzer Damage liegt im Skill. Also gehe ich auf den Skill komplett. Ja, es ist leichter zu juggeln mit den Werten, aber der Damage wäre weniger. Und das ist der Grund für die Entscheidung. Man kann bei ihr auch bestimmt super geil sowas wie Noblesse und so bauen, auf ihren eigenen Damage pfeifen, um dann das Team besser zu unterstützen. Aber ich mag es halt auch, wenn sie reinhaut. Nebenher. Sehr. Und ich habe noch niemanden für das Set gehabt. Ich habe die ganze Zeit das andere gefarmt und hatte so viele Teile rumliegen für sie, dass ich schon nahezu 3 Artefakt-Sets für sie bauen konnte. Builds. Nur für sie. Als einzige, die das benutzt bei mir bis jetzt. Also, ja, lag sowieso auf der Hand, dass ich die Spare-Parts dann für sie benutze. Das Einzige, was mir fehlt, ist, da. LP Goblet. Essence. Den seht ihr. Der ist nicht gut. Das ist das Einzige, wo ich nichts Gutes habe. Wenn ich einen besseren Goblet hätte, in LP-Prozent, der Onset ist, dann habe ich sehr viel besseren Ersatz für sie. Aber im Moment ist das nicht der Fall. Es muss diese Werte toppen. Und LP-Prozent am besten statt Angriff haben. Das habe ich im Moment nicht. C2 ist echt gut. Ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann. Ich muss mich halt für Waffe oder für das entscheiden. Und ehrlich gesagt, nichts davon ist garantiert. Ich bin zufrieden, dass es überhaupt eine C1 geworden ist. Das war nämlich so ein Tenpol Dia und der nächste dann nochmal sie. Also allein damit hatte ich schon so viel Glück. Da, wir schauen, was kommt im Laufe der Bannerlaufzeit, aber ich habe auch nichts dagegen, wenn es so bleibt. Damit bin ich schon zufrieden. Weil... Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Weil Neuvillette einfach schon so gut geworden ist. Ich bin wunschlos glücklich, egal was da auf mich zukommt. So, meine Furina hat bisher Festering Desire. Welcher war das nochmal? Welcher war nochmal Festering Desire? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Was auch gehen würde, was ich bisher provisorisch drin habe, wäre 2 HP und 15% Hydro oder 2 HP mal 2. Boring. Ja. Isn't there anything else more interesting to do? Bei mir fiel das sowieso aus, weil die Waffe gibt bereits den 2. HP-Bonus. Deswegen habe ich da sowieso eher dann dieses Artefakt-Set genommen. Das liebe... Ach so! Schwert. Ich dachte gerade Artefakt-Set. Ja klar, natürlich. Das Event-Schwert, was niemand mehr bekommen kann. Festring Desire-Schwert der Verderbnis. Ist auch super gut für KT-Juddling. Mhm. Und vor allen Dingen, es bietet die Aufladerate, die mir fehlt. Im Endeffekt... könnte dieses Schwert sogar besser sein als meins. Meiner ist nur ein KT-Stat-Stick, aber die kriege ich hier ja auch ein bisschen. Ehrlich gesagt ist dieses Schwert besser als meine Wahl. Ich habe 20 HP und das KT-Ding. 30 KT weniger wäre nicht so schlimm. Könnte ich sowieso rausholen. Meine lande jetzt schon auf 90 KT. So 92. Ein bisschen weniger ist nicht schlimm. 80. Reicht vollkommen aus für jeden Charakter. Und du hast den Skill Damage, der mehr wert wäre als die HP. Die 20%, die hole ich ja sowieso in dem LP-Goblet. Ich bleibe erstmal dabei, aber es könnte sein, dass das Schwert sowieso eine bessere Wahl ist. So, wir gehen mal auf Heilung. Vor allen Dingen löst es halt wirklich auch die Aufladerate-Probleme, die ich habe. Illusion shattered. Nee. Naja, es ist wirklich, es hat 3 Sachen, die sie will. Weswegen sie auch für Albedo so gut ist. Sag mal... Albi? Da. Seht ihr jetzt den Tailor-Made Sword? Ich habe keine Version davon, oder? Doch. Das war das, ne? Ja. Nee. Absolut nicht. KT und Crit Damage ja, aber Furina zieht Lebenspunkte ab, also wird sie den passiven Buff einfach nicht behalten können. Nee. Man denkt sich so, sie ist Off-Field, aber sie macht sich ja selbst Schaden. Also geht nicht. Festring Desire wäre so oder so besser. Von daher. Nee, das Schwert von Albedo, was ich gerade hatte. Mir fehlt noch eine richtige 5-sternige Variante. Oh ja. Musst du noch alles von der Story oder hast du wenigstens schon Fontaine angefangen? Moment. Welches Material braucht Charlotte denn? Du kannst nicht zu denen? Wieso? Was mich daran erinnert, dass ich noch Riceys Material sammeln muss.
Das habe ich natürlich wieder mal aufgeschoben. So, I guess I'll do it now. Kann ich Charlotte auch eine Ascension verpassen? Ich weiß nicht. Höchstwahrscheinlich. Nehmen wir das. Auf Wasser laufen ist ein guter Skill. Mal sehen, ob ich mich noch an genug erinnere. Wie viele brauche ich denn? Ich glaube über 50. Die vergessene Ascension. Nee, okay. 48. Das ist nicht ganz so schlimm. Da kann ich immer ein paar auslassen. Was war denn hier? Story Quest? Legendenschlüssel. Einsammeln. Ah, nice. Da habe ich ja doch noch einen. Okay, dann kann ich Sinus ja freischalten. Perfekt. Ja, aber im nächsten Stream von Genshin wird es auf jeden Fall die Furina-Quest geben. Wann dieser Stream sein wird, keine Ahnung. Ach komm, machen wir das hier auch noch schnell. Treasure. One way to draw your target out of hiding. Ich kann trotzdem... Ich muss ein bisschen Neuvillette-Zeug mitnehmen, nur für den Fall, dass das noch ein Charakter benutzt irgendwann. Da habe ich mir wenigstens ein bisschen an Sucherei erspart. Ich habe ein bisschen angefangen, jetzt habe ich das Wort identifiziert. Zu dem Punkt, wo ich tauchen konnte. Stimmt, das kann man ja gar nicht ohne die Story. Ich wüsste nicht... Der Boss ist ja hier. Ich wüsste nicht, wieso du da nicht hin kannst. Wenn ich eine Quest machen musste, um den freizuschalten, ist das aus Versehen passiert. Das habe ich nie erfahren. Apropos Quest. War da nicht auch einer hier oben? Boah, der hört schon auf mit meinem Wissen. So viel gemerkt habe ich mir dann wohl doch nicht. Ich war der Meinung, hier war auch einer. Boah, ich brauche die Karte nochmal. Ich merke, dass ich das nicht so einfach auf dem Schirm habe. Es kann auch sein, dass ich es gleich vertage. Ich werde gucken. Wenn ich es jetzt so in, sagen wir, 20 Minuten schaffe, dann mache ich es noch. Ansonsten, naja. Ich bin jetzt schon an 2 vorbeigelaufen. Oh! Ich habe ja auch keinen Linne in der Gruppe. Was zur Hölle? Irgendwie habe ich das nicht gecheckt. Quietly now. The wind rises. Quit following me. Ja, ich denke, es liegt eher an dem Kartenabschnitt. Den Furina-Boss kannst du auch nur direkt suchen, weil der hier im aufgedeckten Bereich halt ist. Silence!
Let Ein the bisschen record Erkundung show können wir ja that I mitnehmen. verbally consent to relinquishing these items into your possession. So, ich werde gar nicht erst versuchen, den dritten zu suchen, den ich auch beim letzten Mal nicht gefunden habe. Das würde mir ausreichen, wenn ich die anderen beiden finde. Unten, ne? Nee, nicht unten. Wo war denn? Moment, die waren oben. Ah, ich habe die beim letzten Mal irgendwie einfacher gefunden. Settle down. Die hopsen so rum. Zeit zu sterben. Verurteilt zum Tode durch mich ablenken mit eurem Rumgehopse. So nämlich. Take it easy. So, hier drin waren noch super viele. Vergleichsweise. Too slow. Mir wird nur der eine angezeigt, den ich nicht gefunden hatte. Too slow. Ich wünsche mir, dass die Karte auch die anzeigt, die ich... Oh Mann. Die ich einfach schnell einsammeln kann. Too slow. I don't see anything. Wahrscheinlich über mir. Nee. Moment. Gut, gehen wir mal hier auf den Weg. Freut mich, dass ich dir wenigstens helfen konnte. So, was ist das? Kampf? Okay. Step right up. Here comes the finale. Silence. Das hilft mir bestimmt dabei, das Ganze schnell einzusammeln. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So, it's legally yours now. Ich glaube, ich habe den Käfer weggeblastet. Kann das sein? Oh ja, da gab es ja auch noch die Stelle. Ah, nicht fallen. Noch nicht. Moment, da war ja noch unten. Unten. Noch einer weiter unten. Und, joink. Sehr schön. Wer ist denn dieser Nacker? Too slow. Oller Nacker. Quit following me. Too slow. Stimmt, es gab hier noch oben. Squall and Fury. Quit following me. Das waren die. Und wie war das hier oben? Unten? Ich glaube oben. Dass man sich die Frage jedes Mal stellen muss bei denen. Okay. Zwischenbilanz. Ich habe nicht mitgezählt. 29. Das war nur die knappe Hälfte. Too slow. Dürfen wir eine Heilung erfahren? Danke. Ich war zu schnell weg. War der andere nicht auch oben? Ich war der Meinung, der andere war auch oben.
Könnte auch hier gewesen sein. Dass die immer an Orten sein müssen, wo es oben und unten gibt, damit man sich auch ja nicht sicher ist, ob die Kartenmarkierung, die sogar angezeigt wird, von einem Charakter stimmt. Da ist er. Squall Fury. Da fand ich die Skarabäen noch ein bisschen leichter zu merken, auch wenn die hier insgesamt leichter zu finden sind. Wir lassen die Herausforderung jetzt mal. The wind rises. Schieb dich hoch. Für die zwei, die hier oben sind. Klägliche Beute. So, nicht abstürzen. Search for it. Na, nee, Quatsch. Moment. Too slow. Da wollte ich irgendwie runter. Das ist nicht richtig. So, wie war denn das? Hier und auf der anderen Seite. Take it easy. Und dann einmal nach unten für noch ein paar. So, aber nicht der da. Da hinten ging es, glaube ich, noch los. Genau, die zwei in der Fackel. Take it easy. Squall Fury. Kein Schwimmen, keine Farina dabei. Ich kann sie mit reinnehmen, die könnten das alles hier bekämpfen in der Zwischenzeit. Aber es ist nicht so, als würde es schneller gehen, weil ich würde trotzdem stundenlang die Materialien einsammeln. The wind rises. So, einer auf der Insel. Und dann können wir weiter. Dort, wo ich angefangen habe, die sind am schwersten zu merken. Finde ich. Oh nein! Achso, man darf den trotzdem einsammeln. Nice. Überall turnt mich die nicht ausgebeuteten Schatztruhen. Wo ich gerade darüber nachdenke, was waren eigentlich C2 von Farina? Off-Topic, Entschuldigung. Die sollte hier oben sein. Genau da. Da. Ah, ja. Die Ansammlung. Ach, die war das. Ja, die ist sehr gut. Kann ich bestätigen. Man bräuchte auch einen Char wie Nahidas Talent mit Foto einsammeln, nur für Lebewesen. Oh ja. Ich hätte so ein bisschen eine Hoffnung, dass Charlotte sowas vielleicht haben könnte. Weil, auf Foto, ne? Das bleibt wohl ein Traum. Moment, Nummer 2. Take it easy. Gehört der dazu? Wir sammeln die Truhe jetzt mal ein. Are you? I miscalculated. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Okay, jetzt müssen wir auf die andere Seite. So, wo war denn das? Nein. Irgendwo, wo ich noch mehrere einsammeln kann vielleicht. Da oben. War da nicht...
dachte, da war ein Teleport. Ich kann auch einfach hochgehen von da aus. Zwischenbilanz. Das ist die Look. 16. Ich werde halt leider noch die meisten einsammeln müssen. Oben war er ja nicht. Ich weiß nicht, welcher der eine ist. 14. Erstmal da hinten. Now disappear. Let's get this show on the road. Behold. Das war nicht zielführend. Know your place. Settle down. So, vielen Dank. Ich wollte ihn nur weghaben, damit die mich nicht nerven. Stattdessen kann sie nur wirklich irgendwie komisch Fotos machen, damit anscheinend habe noch nicht ausprobiert. Ich auch noch nicht. Was mich sowieso interessiert, sie ist ja Cryo Catalyst, der zweite, den es gibt, direkt nacheinander, nach dem ersten. Wir nehmen sie jetzt einfach mal ganz kurz rein. Vielleicht auch für den Rest des Streams. It's just a cryo attack. Smile. Was ist denn eigentlich ihr Talent da? Ich-Verschluss. Okay, was bedeutet das? Nach dem Aktivieren des Spezialanalyse-Zoom-Objekts. I don't get it. Außer wenn ich irgendwie eine andere Kamera brauche. Take it easy. Nicht irgendwie mehr? Okay. The wind rises. Auf eine Sekunde. Das ist nur ein Typ. Für eine Sekunde dachte ich, da sitzt noch einer. Kriegt man den hier ganz einfach? Dann holen wir uns den auch noch. Busted. Gotcha. Take it easy. Say cheese. Step right up. Blah. Guess this'll go into my magic pocket. Into my magic pocket. Hip. Gehen wir mal von hier aus dahin. Swarm Fury. Das ist aber, glaube ich, immer noch nicht genug.
Take it easy. Welche wird mir denn jetzt angezeigt? Ah, der. Okay. Immer noch 6. Meine Güte. Das schleppt sich jetzt aber auch. Das waren schon die. Irgendwo noch ein Ort, den ich nicht hatte? Ja, da hatten wir die Anzeigefehler. 1, 2, 3. I'll take them all. Okay. Von hier aus nach oben, dann nach unten. Dann war's. Special Kamera. I don't know. I don't get it. Ist auch eine schöne Beschreibung. Da passiert etwas ganz Besonderes. Mhm. Wo bist du? Für mich klingt das ja so. Pass auf. Für mich klingt das ja so, dass da was passiert, wenn ich... hier. Wenn ich irgendwie einen dieser Fotoapparate benutze. Da ist er. Take it easy. Weil ich gerade gesehen habe, stimmen die Namen nicht überein, also ist es nicht mal das. Take it easy. The wind rises.